So. Ah, sehr schön. Jetzt ist was zu hören. Da schreit sogar gleich der Link. So. Ja, okay. Blödheit. Also, wenn ich eine Zaunlatte hier irgendwo rumliegen hätte, ich würde sie mir jetzt ins Gesicht hauen. Ich habe in den Einstellungen, weil ich irgendwas bearbeitet habe, die Audiospur 1, die eigentlich immer aktiv sein sollte, damit ihr was hört, deaktiviert. Ich habe keine Ahnung warum. Egal. Jetzt funktioniert alles. Jetzt können wir hier endlich loslegen. Was ist der Plan für heute? Ihr seht bereits, ich bin hier mitten noch in einem Übungskampf. Ich habe eine Weile trainiert. Ich zeige euch nach dem Kampf auch fix, was genau ich gemacht habe. An den Leveln hat sich allerdings nicht ganz so viel verändert. Moment. Gila ist im Moment so ein bisschen dabei, einfach nur weil ich hierfür keine anderen Leute hatte. Ein Wort vorneweg direkt, ich habe einen riesen Fehler gemacht, nämlich denselben, den ich in meinem privaten Spiel gemacht habe. Das war sehr schön, aber naja. Und zum Glück für den Hauptplan nur geringfügig nachteilig. Welcher das ist, die Info gibt es gleich, sobald wir hier durch sind. Ich muss nur mal ganz fix... wohin könnte sie springen? Kann sie überhaupt irgendwo hinspringen? Bei dem nichts im Weg ist? Da ist der Baum im Weg? Da nicht. Okay. Wie sah das Training hauptsächlich aus? So wie ihr es hier drin seht aktuell. Ich glaube, den Kampf habe ich euch sogar schon mal gezeigt. Ich habe mich hier in den Übungskämpfen ein bisschen verlustiert. Im Sinne von, ich habe so schnell es ging jeden Kampf durchgefightet, um möglichst viele Materialien zu bekommen. Und habe mit den Materialien die Leute aufgewertet. Hat leider nicht so ganz gut geklappt, wie ich erwartet hatte, was die Geschwindigkeit anging. Und hat dazu geführt, dass ich mittlerweile alle Leute, die nur Garn und nur Holz gebraucht haben für die erste Reihe ihrer Waffenfertigkeiten, tatsächlich voll entwickelt habe. Alle, die mehr gebraucht haben, noch nicht. Alle, die Gestein oder Erz gebraucht haben, sind auch ein bisschen hinten, standen auch ein bisschen hinten an, weil, ja, in der Mission hier gibt es Gestein, in der danach gibt es viel Erz. Und so weit war ich halt einfach noch nicht im Training. Denn diese Kämpfe dauern lang, sogar wenn ich hier mit der R-Taste beschleunige. Warum stehst du hier und nicht Maxwell? Ich habe, ja. Das Unschöne ist, ich habe hier einfach nur die Standardtruppe reingenommen mit ein paar stärkeren Leuten. Und bisher war er hier eigentlich immer mit Maxwell drin und stand da, wo Benedict jetzt steht. Aber gut. Oh, ja, einen Moment. Ich muss mich hier in den neuen Umstellungen mal ein wenig bearbeiten. Jetzt haben wir es da. So. Ich bin im Moment komplett im Umbau. Sprich, jede Kontrolle und Co., auch die von Wavelink, kommen auf mein Stream Deck. Was dazu geführt hat, dass ich sogar den Aufbau des neuen Szenenbereichs für Triangle Strategy verpennt habe. Deswegen sind wir hier genau genommen gerade auf der Fire Emblem Szene, die ein klein wenig Zusatzarbeit bekommen hat. Ah, wenn ich dich hier hinstelle, würde das, wenn ich dich hier hinstelle? Nö, Mist. Ich hatte gehofft, ich erwische beide. Okay, der Bot... Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich Mew beibehalte, weil der Bot irgendwie nur noch Müll macht. Die Lurk-Responses kommen nicht oder sie kommen fehlerhaft. Alles, was ich mit diesem Bot mache, funktioniert irgendwie überhaupt nicht mehr. Ja, okay, das zweite ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber das erste... Da hätte er dir den Lurk-Response geben müssen und das hat er nicht getan.
Und ich habe eigentlich an den Bot-Pfaden nichts verändert. Ergo, ja. Dummes Ding. Okay. Ja, aber beim ersten hat er ja gegeben Response. Das heißt, er hat das erkannt. Weil ich genau das mit I auch mit drin stehen habe als möglichen Command. Aber warum gibt er dir den Schwachsinn und nicht den eigentlichen Command? Den eigentlichen geplanten Response? Bei dem Ding ist alles im Eimer. Aber ich kann mal ganz kurz was anderes testen. Vielleicht das der letzte Rettungspunkt, den der Bot noch bekommt. Ansonsten muss ich hier wieder mal Veränderungen vornehmen. So war der. Denn ich werde jetzt einfach mal was testen. Wenn der Bot mitmacht, gibt es gleich hier im Bild irgendwas? Nee, natürlich nicht. Obwohl das Ding dafür mit in der Szene vorhanden ist. Bot, please. Ich muss mal ganz kurz, ihr seht jetzt mal ausnahmsweise etwas sehr Seltenes, meine Quellen. Weil ich gerade zu faul bin, das Menü einzuschalten. Hä? Wo ist denn das Ganze? Da. Oh, okay. Da ist der Fehler. Okay, wir testen das gleich nochmal. Denn ich habe das, was da rein sollte, tatsächlich vergessen. Wo bist du? Wo bist du? Bist du das? Das bist du. Komm. Jetzt ist das drin, jetzt ist das sichtbar und wir testen es nochmal, denn eigentlich sollte was angezeigt werden. Ups. Spiel, please. Oder Chat, please. Ja, bei mir könnt ihr auch gerne mal reinsehen. Ihr seid ja nicht schon hier. So, jetzt müsste was angezeigt werden. Okay, der Bot hat eine kleine Rettungsleine bekommen. Das, was funktionieren soll, funktioniert. Ich hoffe mal, ihr hört das auch. Ich höre es nämlich gerade nicht. Ja, minimal ist was zu hören. Ich muss nur ein bisschen was an Lautstärke bearbeiten. Aber das ist noch ein bisschen lang. Ein bisschen kürzer werde ich es einstellen. Gut, und jetzt geht es erstmal wieder weiter, so wie es weitergehen soll. Wir knüppeln uns hier durch. Und die kleine Info, um den Plan für heute vollständig abzugeben. Der Plan für heute sagt, wir gehen bis 23 Uhr bis Kapitel 18. Wenn wir bis 23 Uhr Kapitel 18 recht weit durch haben, werden wir das ganze Spiel heute beenden, egal wie lange es dauert. Immerhin, es gibt nur 20 Kapitel im, oder 21 im, auf der goldenen Route. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Daher. So, aber was mich wundert ist, warum hat das Ding, habe ich das nicht eingestellt? Muss ich nochmal nachsehen. Muss ich dann nochmal nachsehen, weil ich glaube, bei dem Shoutout-Command ist immer noch ein Fehler drin. Theoretisch soll der nämlich auch den Twitch-Shoutout tatsächlich mit anbringen. Wenn er ausgelöst wird. Und das hat er jetzt irgendwie nicht getan. Könnte aber auch simpel und einfach daran liegen, dass der Neo gerade nicht live ist. Nö, einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Einfach immer weiter. Ja, ich bin heute ein bisschen unrasiert, aber das ist nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen. Zeigt nämlich, dass ich zu tief in die Arbeit verstrickt war. So, ohne Scheiß, ich bin hier seit Tagen am Arbeiten. Zwischen meinen normalen Schichten. Und komme mit den meisten Dingen nicht vorwärts.
Der einzige Negativpunkt an dem Ganzen. Ich komme einfach mit nichts vorwärts. Und ein kleiner Negativpunkt für dich ist, Erador, dass du hier nirgendwo hinkommst. Ein Feld weiter und du würdest zum nächsten kommen. Ergo, flinke Sohle. Hier bei den Missionen achte ich nicht mal mehr wirklich auf die Strategien, denn ist an und für sich recht simpel. Naja, du würdest den nicht mal ansatzweise besiegen, dann sammel du ein. Sammel du ein, verpass Julio Gewandtheit. Du lässt dich hauen, ist völlig egal. Anna, du knüppelst den da. Und jetzt wird es langsam mal Zeit, dass ich einsammle, sonst... Ja, einer müsste noch übrig sein. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht versehentlich den letzten erledige, bevor wir alles eingesammelt haben. Speziell das Ding da oben, weil das sind die meisten Dinge. Oder die meisten Punkte. Julio, du kannst... Ja, das ist jetzt natürlich sehr schön. Das ist der letzte. Und der ist schon fast down. Ist das der letzte? Ja, leider. Okay. Dann gehen wir hier mal auf Blockrichtung. Soweit möglich. Und ich sehe in deinem Umfeld keine Items mehr, die du einsammeln kannst. Ergo, du bist irrelevant. Dass einfach keiner da hinkommt. Du bist mir ziemlich egal, nachgewartet. Du hast nämlich auch nichts mehr zu tun. Please. Zuckerrohr kommt da nicht hin. Gila, please. Keiner kommt zu dem einen Item, das ich noch einsammeln will. Anna, hol dir das noch und dann können wir diesen Kampf endlich beenden. Oh, da ist ja auch noch einer. Dude, ich hab dich seriously nicht gesehen. Gute Nacht. So, und jetzt können wir es beenden. Keine Items liegen mehr rum. Wir haben alles fertig. Diese Kämpfe sind halt leider langwierig. Aber richtig gemacht geben sie halt auch einiges an Items. So, und jetzt mal die genauen Infos. Wie habe ich trainiert? Ich habe keine Level gesteigert oder so gut wie keine. Ein paar der kleineren Leute haben ein paar Level bekommen. Manche nicht. So. Da schreit der Link schon wieder. Whitey. Ne? Wer hat den jetzt ausgelöst? Das müsste eigentlich im Chat mit angegeben sein. Ah doch. Okay, hier stimmt einfach alles nicht. Der Neo. So. Wo war ich? Nämlich, ich habe darauf geachtet, welches Item hier rauskommt. Bei mir zum Beispiel Garn, Erz, Gestein, Holz, USB. Und ich habe mich an die größeren gemacht, einfach nur, damit ich ein paar Items mehr draus kriege, weil die Dinger hier geben 2 von dem Item, das hier steht. In den meisten Fällen nicht mehr. Das hat mir dann doch zu lang gedauert. Ergo bin ich mit den beiden hier bisher durchgewandt und bin jetzt in dem hier. Und habe mir da die Items organisiert und massenweise Items organisiert. Und ja, ich sag's mal so, ich habe keine Ahnung mehr, wie das ganze Menü aussah, bevor ich damit angefangen hatte. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Ich klicke einfach mal durch, dass ihr die Veränderungen seht. Manche Leute sind noch nicht ganz in dem Bereich fertig, in dem ich sie trainiert haben wollte. Einfach nur, weil ein paar bestimmte Dinge fehlen. Wow, perfekt. Das trifft sich gerade sehr gut. Dafür habe ich das bisher nämlich gemacht. Einfach ausgedrückt, ich habe, soweit es mir bisher möglich war, bei jedem den Waffenrang 1 voll ausgebaut. Und zwar wirklich bei jedem. Wenn Erz oder Gestein gefehlt hat, ist das jetzt natürlich noch nicht der Fall. Einfach mal einen Klick durch. Gutes Beispiel hier. Wir brauchen Gestein bei ihm, hatten wir gerade gesammelt, habe ich aber Anna gegeben. Und ja, hier ist dasselbe mit Erz. Und ansonsten wirklich jeder alles voll entwickelt. Und ich habe mich im Groben für ein Hauptteam entschieden. So, nun kommen wir zum Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe mir
für das Training auch bei Archibald alles gekauft, was wir brauchen. Und habe es ein bisschen verteilt und habe danach bemerkt, ja, der braucht auch Elektrum. Der war eigentlich auch auf Waffenrang 3 geplant, aber das Elektrum hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, Julio bekommen. Das war sozusagen der gleiche Fehler, den ich in meinem privaten Spiel gemacht habe, und nach meinem Wissen bekommen wir kein Elektrum mehr. Das betrifft noch ein paar andere Dinge und ja, wir können alle befördern mittlerweile. Alle, die noch nicht Elite sind zumindest. Und ich weiß noch nicht so sicher, wen wir da tatsächlich nehmen werden. Das wird sich gleich entscheiden. Denn, ach ja, die Anmerkung noch. Wir haben noch an Trainingsmissionen zu erledigen. Das Scharmützel, allein unter Feinden, Toreroberung, Einkreisung der Armee und Überlebenskampf. Ob ich die mache oder nicht, entscheide ich im Laufe des Abends spontan. Vielleicht nehmen wir mal einen Zwischenrein mit dazu, vielleicht nicht. Das, was jetzt erstmal Priorität hat, ist die Hauptgeschichte, in der wir jetzt auch direkt mal fortsetzen werden. In der Grand Norzelia Mine. Serenoas Gruppe begibt sich in die Norzelia Mine, wo die restlichen Forster Truppen bereits warten. Knack. Were those the only ones? I do not understand. There were far more soldiers here when I came scouting. They've mined more since the last time we were here. Perhaps the enemy is further within. Likely that's the case. But navigating these twisted tunnels ain't gonna be fun. Indeed. The enemy may be waiting to ambush us around any corner. I advise we familiarize ourselves with the nearby tunnels before we head any deeper into the mine, Lord Serenoa. Agreed. Let's take care to cover our tracks while we look around. Es scheint hier unglaublich viel Aufwand betrieben zu haben. Bei der großen Zahl an Loren müssen sie eine beträchtliche Menge an Erz abtransportiert haben. Wir sollten die Gegend weiter untersuchen, dabei aber äußerste Vorsicht walten lassen. Wer weiß, was hier auf uns wartet. Vielleicht können wir die Loren benutzen, um uns schneller durch die Stollen zu bewegen. So können wir auch vor Feinden fliehen. Ich werde mal schauen, ob sie funktionstüchtig sind. Erador, pass auf! Ja! Was? Die Lore hat sich bewegt. Puh, das war knapp. Danke für die Warnung. Lasst uns behutsam vorgehen. Wir könnten uns sonst verletzen. Eieiei. So ein Durcheinander. Dann reden wir erstmal mit den Leuten. Können wir die Lore hierher rufen? Ja, können wir. Okay. Wohin führt das? Nirgendwo hin. Okay. Durcheinander ohne Grenzen. Während wir uns die Mine hier... Spiel, please. Ich will dieses Item. Tiefschwarzes Fußkettchen. Können wir vielleicht noch gebrauchen, wer weiß. Nur zu viele Loren will ich jetzt erstmal nicht rufen. Die können wir später gerne nutzen. Ist das eine von Dragons Sprengkugeln? Die sind überall an den Wänden angebracht. Wir müssen vorsichtig sein. Nein! Spiel, please. Boah. Das ist der einzige Grund, aus dem ich Taktikspiele mit RPG-Elementen wie dieses hasse. Vor allem, wenn die RPG-Elemente auf denselben Karten stattfinden wie die Taktik-Elemente. Die Steuerung ist dafür nicht ausgelegt. Das ist ein bisschen nervig. Und ja, wir reden gleich mit allen. Aber davor will ich mal möglichst viele Items einsammeln.
Apropos, da muss ich auch gleich noch was tun. Im Lager, das habe ich jetzt total vergessen. Nämlich, ich wollte noch einkaufen. Wir haben massenweise Kohle. Und ich glaube, wir haben hier alles eingesammelt. Ja, ich sehe es zumindest nirgendwo mehr glitzern. Höchstens da unten vielleicht noch. Ja. Ganz wie gedacht. Da unten ist noch was. Und da oben habe ich gerade auch was gesehen. Die Pastille nehmen wir mit. Und hier unten noch ein hochwertiges Holz. Das nehmen wir doch gerne. Okay, und dann jetzt einfach mal nach Möglichkeit systematischer. Scheiß drauf. Mir scheint, wurden die Arbeiten nach Dragons Tod nicht eingestellt. Ob Gustadolf das von Anfang an so geplant hatte? Roland oder Anna? Gehen wir im Uhrzeigersinn. Diese Mine sollte eigentlich ein neues Zeitalter des Friedens einläuten. Es fühlt sich an wie ein lang ersehnter Traum. Lang vergessener Traum. Was denkst du, sollte jetzt das der Mine werden? Wir sollten sich vorerst ruhen lassen. Irgendwann wird wieder Frieden herrschen, dann können die Arbeiten fortgesetzt werden. Glenbrook und Haus Wolford sollten sie gemeinsam verwalten, schließlich liegt sie in unserem Gebiet. Wir können sie nutzen, um das Königreich neu aufzubauen und denen Arbeit zu geben, die sie im Krieg verloren haben. Da würde ich mal sagen, wir nehmen genau den letzten Punkt. Das ist der wichtigste Teil, um Rolands Herrschaft zu sichern. Er muss dafür sorgen, dass Leute, die keine Arbeit mehr haben, welche haben. Oder welche bekommen. Ein wunderbarer Plan. Wenn wir den Opfern des Krieges helfen, wird sich das ganze Königreich schneller erholen. Allerdings können wir Dragons Sprengkugeln nicht benutzen. Ich frage mich, ob unter diesen Umständen eine effektive Bewirtschaftung der Mine überhaupt möglich ist. Wo ein Wille ist, ist doch ein Weg, mein Freund. Wir werden Glenbrook wieder aufbauen. Das ist korrekt. Während meiner Erkundungen waren hier weitaus mehr Männer. Sie verschanzen sich sicher in den Stollen. Vielleicht planen sie einen Hinterhalt. Wir sollten schauen, was wir hier zu unserem Vorteil nutzen können. Die Loren und die Sprengkugeln, würde ich da fast sagen. Und ja, ich habe es gesehen, hier mitten im Gebiet. Wenn ich es jetzt wieder finde, da ist es. Noch ein bisschen Geld. G-Lab. Die große Zahl von Loren zeigt, wie wichtig die Mine für Aethfrost war. So viel Aufwand in so kurzer Zeit. Warum sie es wohl so eilig hatten. Jo. Weiter geht's. Im Uhrzeigersinn. Was haben wir hier noch und wen haben wir hier noch? Außer den ganzen Loren, die teilweise im Weg stehen und... Na, Steuerung, please. Habe ich hier nicht gerade? Da war es doch. Noch was glitzern sehen, wollte ich sagen. Eine von Dragons Sprengkugeln. Das kennen wir schon. Erador kommt gleich. Erst mit Benedikt. Bei einem Kampf könnten sich diese Loren als nützlich erweisen. Glücklicherweise sind wir noch nicht auf Feinde gestoßen. Eine gute Gelegenheit, uns die Positionen der Wagen einzuprägen. Das Ding hole ich mal hierher. Ich habe so ein dummes Gefühl, dass wir es da brauchen können. Das ist hier, das haben wir hier. Ich würde sogar fast sagen, du komm mal hierher. Anna. Es ergibt einfach keinen Sinn. Egal, ob man die Mine verteidigen oder verlassen will. Man würde seine Truppen am Eingang stationieren. Warum verkriechen sich die Soldaten also tief in den Tunneln? Solange kein Vorteil daraus, sich hier ohne Fluchtmöglichkeit zu verschanzen ist, könnte eine Falle sein. Ich bezweifle, dass sie es auf eigene Faust getan haben. Höchstwahrscheinlich ist es Teil einer Strategie. Der Herzog ist nicht zimperlich und würde sie bei einer Heimkehr sicher für die Niederlage verantwortlich machen. Also verstecken sie sich hier vor den Konsequenzen. Nee, zu strategisch. Eine Strategie in den Stollen. Meint ihr weitere Förderarbeiten? Das ist unwahrscheinlich. Dafür sind sie nicht ausgebildet. Sie bereiten sich höchstwahrscheinlich auf einen Kampf vor. Was auch immer es ist, sie werden nichts Gutes im Schilde führen. Nee. Ich würde fast sagen, diese Lore tatsächlich hier rüber.
Ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Mit dir haben wir schon gesprochen. Frederica, die Lore passt. Die anderen lasse ich da oben. Wo könnte diese Lore noch hin? Nur weiter darüber. War da gerade oder war das nur der Hintergrund? Okay, das war der Hintergrund. Das war nur der Hintergrund. Erador, mit dir haben wir noch nicht gesprochen. Der Feind könnte jederzeit zuschlagen. Aber sollten wir in einem Hinterhalt geraten, können wir mit den Loren gegen ihn vorgehen. Wir müssen nur aufpassen, keinen der unseren umzufahren. Ja, das wäre vorteilhaft. Und ich meine, wir sind schon durch. Nicht ganz, du kommst noch hier rüber. Das Dumme ist halt, ich habe keine Ahnung, von wo wir gleich angegriffen werden. Wenn ich die Loren als Falle nutzen will und uns die Leute vom Eingang aus angreifen, wäre es gut, wenn ich alle möglichst weit nach hinten schaffe. Andererseits, wenn die Nasen aus den hinteren Bereichen der Stollen kommen, wäre es gut, die Loren vorne zu haben. Du kommst weiter mit nach vorne. Das wäre die bessere Alternative. Denn von draußen kommen ja wir. Das müsste jetzt aber tatsächlich so genügen. Erkundung beenden. Hier sind jede Menge Sprengkugeln verstreut. Das kann nichts Gutes bedeuten. Ja, um die mache ich mir auch Sorgen. Benedict, these spheres everywhere. Unless I'm mistaken, they're explosives. Yes, a means Lord Dragan devised for breaking through the bedrock. They aren't as powerful as blast crystals, but they are simple to set and can be manipulated to go off at the same time. Reckon I'll go collect whatever charges are left, my lord. Just to be safe. Thank you. I do not find it strange that there are explosives in a mine. Only that they have been left here. Indeed. As deadly as they are, one would hope they were stored more safely. You'd think the miners would have put them at the far end of the tunnel if they meant to use them. But they're everywhere, along the whole length. If they were to detonate, the entire tunnel would collapse. Then they must have been left here on purpose. Intruders! Get them! The Frosty army! Tjo, die Minen sollten wohl dazu dienen, den Tunnel zum Einsturz zu bringen, sobald die hier fertig waren. So, empfohlene Stufe 26. Mal sehen, ob das was wird. Wir haben zwar 26er Leute, aber ne? Es müsste eigentlich was werden, Leute. Die haben Avlora nicht dabei, also The Frosty mean to seal off the mine. Do not let them through the tunnel. Kill them. But this is House Wolfort we're up against, Commander. You think I don't know that? The battle won't be easily won. But if we've the metal to use our explosives, victory may cost us our lives, but we could take those Wolfort curs with us. For Frost, for an end to Hysantian tyranny. We must blockade the mines. Soldiers, make ready. Aye! No, they don't mean to. They would blow the tunnel at the cost of their own lives? das ist weniger schön. So. Okay, Niederlage bei der Explosion von auch nur einer Sprengkugel. Das ist weniger schön. Denn dieses Ding ist schon gezündet. In 70 Wunden explodiert der Kram. Details. Ich werde wohl darauf aus sein. Ja. Ich scheiße auf die Erfahrung und gehe direkt auf die Siegbedingungen. Niederschreckung aller Gegner.
Und damit so viel zum auf der Erfahrung scheißen. So, erstmal durchsehen. Ich habe hier ein paar Leute dabei, die nicht im Hauptteam sein sollen. Ja, okay, damit haben wir das schon mal erledigt. Milo, du kommst mit. Julio, du kommst mit. Asana, du kommst auch mit. Geht nicht mehr. Asana und Maxwell fehlen noch im Hauptteam. Dasselbe gilt für Archibald. Das Dumme ist, von denen, die ich hier dabei habe, will ich keinen rausnehmen. Benedikt ist kleine Reserve als, ich sag mal, 14. Einheit mitgeplant. Falls wir den Platz haben und Nava als 5. Nee, genau umgedreht. Aber jo. In dem Kampf müssen wir mit dem auskommen, was wir haben. So, das wird spaßig. Die Sprengkugeln. Die von Feinden auf dem Schlachtfeld verteilten Sprengkugeln agieren wie Zeitbomben. Du kannst sie entschärfen, wenn du dich neben sie begibst. Die Loren. Wenn du eine Lore benutzen kannst, leuchten die Schienen blau auf und du kannst den Bahnhof auf der anderen Seite als Bewegungsziel anwählen. Gelbe Felder markieren die Punkte, an die eine Lore gerufen werden kann. Begibst du dich zu einem solchen Punkt an einen Bahnhof ohne Lore, kannst du die Lore vom gegenüberliegenden Bahnhof herbeirufen. Aber Vorsicht, die Lore verursacht bei allen sich auf den Schienen befindlichen Personen Schaden. Jo, dann legen wir mal los und sehen wir mal, wie wir das hinkriegen. Vernichtung der Restforce der Truppen. Nach dem Kampf mache ich mich noch an die Accessoire-Verteilung. We will seal off the mines, whatever it takes. If it costs us our lives to destroy our enemy, so be it. Detonate the charges and let them rot in pieces among the iron. We've no hope if they set off the explosives. Do not take this lightly. They're willing to martyr themselves to defeat us. Shall we begin? So, Gila, du latscht mit den Haupttrupp entlang. I will end this. Dasselbe gilt für Anna und du machst dich gleich mal unsichtbar. Du schleichst nämlich durch die Gegend zur ersten Mine und entschärfst das Ding. Dazu musst du nur hier entlang zu den Schienen. Shall we dance? Milo, was mache ich mit dir? Du kommst ebenfalls mit da lang, aber du stellst dich nicht auf die Schienen. Roland. Er kann als Zielpunkt. Ah, okay. Er will als Zielpunkt. Das sind verdammte Magier. Will ich das versuchen? Ja, kommt. Das versuchen wir und ich habe nicht eingekauft, ich Dödel. So ein bisschen die Leute verteilen. Here I come. Huet bekommt die Richtung und diesen Gegner. This battle is won. Ich muss an und für sich nur darauf aufpassen, dass... Na toll. Und jetzt ist der auch noch gebunden. Genau das wollte ich verhindern. Keep going. Blow up the tunnel and seal off the mines. Damn! We need to hurry before the explosives go off. Forward.
Wo kommst du hin, wenn du den nutzt? Das wäre dann hier drauf. Ja, das wäre auch eine Idee. Bom. Ein bisschen Schaden für den Gegner. Au. Sound Alerts. Das nervt gerade ein bisschen. So, was machen wir mit dir, Rador? Du kommst nämlich leider ebenfalls nicht an irgendwas ran. Das Schöne ist, wir können hier sehr schön die Loren ausnutzen. Julio, du nimmst ebenfalls diesen Weg. Und hast direkt mal den da. Das Gute ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei Missionen, die alle Gegner vernichten müssen, oder in denen wir alle Gegner vernichten müssen, gibt es nicht ganz so viel Nachschub. Ja, natürlich Resistenz. Der nicht, also nehmen wir den. Bringt bei beiden ungefähr gleich viel, von daher. Triffst du? Ja. Und dann ab mit nach hinten. Sie hilft nämlich ihrem zukünftigen Gemahl. Und mäht dabei noch einen Gegner um. Die kleine Trickserei mit der Lore ist einfach nur nice. So, Gila, was machen wir mit dir? Ich würde fast sagen, du nimmst doch eher diesen Weg. Und wart... Na, wobei, Gewandtheit. Die Mine ist Annas Aufgabe, von daher... Puh, sie kommt da gar nicht hin. 2 Punkte für die Unsichtbarkeit. Das heißt, sie könnte dem einen Dolch in den Rücken bomben und sich danach wieder verkrümeln. Au. Denn der sieht sie nicht. Und Roland kann sich hier nicht bewegen, weil er eingefroren wurde. Ich habe damit gerechnet, dass einer der Magier hier eine Kugel aufbaut. Aber nicht, dass die Roland festfrieren, die Nullen. Befreiungspastille, gebundenen Gefährten. Jupp. Wenn Milo... Moment, bin ich jetzt... Ja, natürlich. Nee, perfekt. Ich muss nur den Platz finden. Da ist es. Das war das, was Anna machen sollte. Ich mache mal ganz kurz zumindest etwas. Wie viel HP hat er noch? Will ich mit Sarah Noah hier hoch und da hinten weiter entlang? Oder will ich mir lieber einen Spaß machen? Wir machen uns einen kleinen Spaß. Und springen danach dem noch ins Gesicht. Bumm. 2 zum Preis von... 2 zum Preis von einem. Immer schön Environment nutzen. So, die Frage ist, was mache ich mit Huet? Du kommst nämlich leider zu keinem Gegner hin. Einmal konzentrieren und warten. Und ein wenig umsehen.
Solche zerklüfteten Karten sind irgendwie das, was ich in dem ganzen Spiel nicht ganz so sehr mag, weil ich tausendmal die Kameraperspektive drehen muss, um irgendwas zu erkennen. Ja klar, stell 2 nebeneinander. Whatever it takes. Ich hab doch nur Roland da hinten. Ja, okay. Einmal daher. Und abwarten. Ich lasse die alle hier über die Leiter nach oben. It falls to me. Mit einigen Ausnahmen. Moment, du müsstest mit gewisser Wahrscheinlichkeit für 2 Runden verstummen und gefriert den Boden. Stumm ist jetzt beim Schwertkämpfer nicht ganz so wichtig. Und natürlich verklicke ich mich wegen dieser bekloppten Steuerung. I'll take you on. Aber dort da was mit hier entlang. I'll give it all I've got. Und ja, das Eis sollte eigentlich den Gegner treffen und nicht Quarantine. Aber gut. I fight for peace. Jetzt sagen wir bitte nicht. Okay, alles wieder nach vorn. Ich merke gerade, wir können die Leiter, glaube ich, gar nicht benutzen. In this fight. Das wäre minimal bescheiden, aber scheint so zu sein. Teste gleich mit Julio. Wenn der Rest hier mal What I can. überlegt, was er noch tut. Mit dem heilenden Quest werfe ich sie. This will do. So, ich muss jetzt nur überlegen, wie komme ich möglichst zügig zu Roland? Und zu den 2 Kugeln da hinten. Apropos, diese da hat noch 60 Stunden, diese nur noch 38. Und ich komme zu keiner von beiden. Freeze your last. I shirk from no danger. Das ist so minimal ein bisschen nervtötend. Now what to do? You won't know up from down. Nee, sie schafft es auch nicht ganz. Defeat is not an option. Nee, das reicht nicht. Der runde Klinge auch nicht. Der Falkensturz reicht aber. Und die Gegner sind hier so weit auseinander, dass ich das ohne Probleme regenerieren kann. Priorität schützen Gegner. This range. Der nicht geblendet wurde. Mann, no, warum geht gerade alles schief? Ja, das war okay, man kann doch da auch. Falsch, dahin. Mit besten Grüßen, was war das? Einen neutralen magischen Schaden. Nehmen wir mal den Dämpfer. Take this! I will follow you faithfully till the end. Time for some research. Lode rufen. Die Leute dürfen jetzt alle mal Richtung hinteren Bereich. Ja, tschüss Roland, das war leider zu erwarten. At me. Du kommst nicht mal ansatzweise so weit vorwärts, wie ich gehofft hatte. What you're made of. I will end this. Und du dürftest die du erreichen solltest, auch nicht erreichen. Gut, nutzen wir sinkende Sonne bei dir.
Ach ja, das ist eine Kleinigkeit, die habe ich noch einigen Leuten beigebracht, noch erledigt. Ich habe natürlich manche auf die höchsten Waffenstufen erweitert und manche sogar ihre ultimative Fähigkeit beigebracht. Ein gutes Beispiel ist dabei Anna. Anna, nee. Ist dabei Frederica mit der sinkenden Sonne. Oder Roland mit dem vierköpfigen Drachen. We're going to detonate any minute. Quickly now. Focus on the explosives. Ja, dazu müssten wir nur erstmal dahin kommen. Play. Da hinten ist auch mittlerweile noch eine. Defeat is not an option. Time to take action. Uiuiui. Das ist gerade minimal ein bisschen nervtötend. We mustn't let our guard down. Nee, nicht Lore rufen. Ein weiterer verdunkelnder Pfeil. Darkness engulfs you. Na, jetzt ist er My blind. pride Geht is doch. my shield. Not a chance. It falls to me. Mir ist gerade tatsächlich egal, wie viele Leute wir verlieren. Hauptsache, I will end this. wir schaffen das, was nötig ist. Vergifte. Danke. Heimlichkeit bringt nichts, wir stehen direkt vor ihm, daher kriegt er noch einen Dolch ab. The flames Da kommt die Sonne. Dummerweise ist der mittlerweile weg. I've been waiting for this. Und das reicht nicht. Mist. I shall do what I can. Sie kommt nicht hin. Allow me. I needed that. Okay, ich muss ein bisschen besser aufpassen, wie ich meine Leute verteile. Jo, sinkende Sonne. Einen wunderschönen guten Abend. Sorry. Puh, Chefchen kommt noch hin. Sprengkugel entschärfen. Wir haben ein paar viele Gegner und wir haben noch eine Bombe auf dem Feld. Shall we dance? Habe ich da ein Feld von aus dem... Nein. Sie kann da nichts erreichen. Theoretisch aber könnte sie mit der Lore darunter... Könnte sich die beiden irgendwie zum... Ja, das wäre eine Idee. Das wäre die Idee. Wie, du erreichst das nicht? Da ist doch... Du müsstest doch ohne Probleme diese Lore erreichen können und dann hier runterkommen. Oder diese Lore und damit dann da lang kommen. Okay, dann halt nicht, warum auch immer. Die sind beide nicht blockiert und wir kommen hier ohne Probleme runter. Ja, wahrscheinlich braucht es 2 Schritte für die jeweilige Lore. Details. Wir... Ja, wenn ich springe, kann sie sich da drüben nicht mehr bewegen. Ja, einmal dahin. Dann die Bewegung und runter auf dieses Feld. Und hier eine LP-Pastille. Now. Ich weiß gar nicht, ob sie schon Schaden kassiert hatte oder nicht. Ist mir gerade egal. Lieber verschwende ich die Pastille, als dass sie drauf geht, bevor sie bei der Bombe ist. Time to take flight. Milo ist gerade so ein bisschen unsere Bombenschützerin. So, und bevor du wieder abhaust, bleibst du jetzt auch noch stehen. Whatever it takes. Du kommst da nicht hin, das heißt, du gehst direkt weiter in Richtung der Bombe und der letzten Gegner.
Den einen können wir Hurt überlassen. Der darf jetzt nämlich mal auf sie schießen und sehr schön verfehlen. Ich hoffe, Quarantine kommt nochmal dazu, dem noch eine zu verbrutzeln. Hier haben wir Anna. Du musst den Magier umhauen. Auch wenn es mir nicht gefällt, dass du dich auf die Gleise stellen musst. Aber der Magier muss weg und im besten Fall pennt er jetzt. Nee, er bleibt beim Gift. Du hast leider gerade keine Einsatzmöglichkeit. Daher, bedingt durch wenig Leben. Geh mal zurück. Ach, es gehen nur die beiden. Okay. Ja, halt. Ich sag ja, bedingt durch wenig Leben. Reicht das? Nee. Nimm die Starke. Sei froh, dass du jetzt erst dazugekommen bist, Zordi. Da hast du dir den Technikfehler von Beginn des Streams erspart. Ach, was willst denn du jetzt da drüben? Nee, der hat noch eine gelegt. Ruf die Lobe. Nimm die Lobe. Könntet ihr mal Anna in Ruhe lassen? So, was mache ich jetzt mit euch? Ihr kommt da nicht mehr wirklich schnell weg. Aber deine Dienste würden weiter oben gebraucht. Und ja, ich habe immer noch die Trumpfkarten, die vergesse ich in jedem Kampf. Was heißt, ich sehe mal nach, was wir überhaupt haben. Wir haben Fatalität. Wäre ein kritischer Treffer für den nächsten Gegner. Also der wird kritisch getroffen. Stabbe ist jetzt auch eher unwichtig. Teleportation. Befördern Gefährten innerhalb von 8 Feldern. Gesundung regeneriert alles. Bereitschaft gewährt 3 FP. 2 Rundenbewegungen um 1. Vorrücken, das Gegner in der nächsten Runde und Gefährten als nächsten aufrücken. Fliegender Wechsel ersetzt kämpfen einer durch Reserve. Ja, die sind leider alle aktuell ein bisschen nutzlos. Rückenwind wäre nützlich. Vorrücken wäre für manche auch ganz nützlich, aber noch nicht. Teleportation ist wohl einer der nützlichsten Punkte hier, aber noch nicht jetzt. Wir haben 2 Magier hier, die das Ding komplett blockieren. Das Ding geht in 37 Runden hoch. Und Serenoa kommt nicht zu den beiden. Das wäre doch eigentlich die perfekte Lage für... Bumm. Für einen Teleport. Leider eben nur innerhalb 8 Feldern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisschen. Irgendwo hier könnte er hin. Heißt, du rückst mal daher. Warum kann ich die nur einsetzen, bevor er sich bewegt? Moment. Serenoa, bitte in die richtige Richtung. Beth? Oh, ich war auf der... Was geht denn heute noch schief? Ich war auf der falschen Trumpfkarte. Da geht gerade zu viel schief, als dass ich das tatsächlich so weitermachen will. Jetzt geht erstmal der Gegner drauf. Und Huet macht sich weiter auf den Weg nach hinten.
Die Nase haut Anna. Das wird nicht gut funktionieren. Ja, dann hau halt ab. Einmal Gegner weg. Einmal Stufe hoch. Und einmal weg vom Fläch. Ziel ist immer noch, alle Gegner zu erledigen und dabei die Sprengkugeln nicht hochgehen zu lassen. Da darf auch Quarantine mitmachen. Mit dem Eishauch. Wir haben noch 3, 4, 5 Gegner, wenn ich das richtig sehe. 6 Gegner, den Kerl habe ich übersehen. Und komplett vergessen. Und ein paar Leute haben leider einfach überhaupt keine Reichweite aktuell. Sie kommt nicht über das Eis und kann dadurch wieder nichts tun. Aotaru kommt auch nicht bis zum Gegner. Das ist alles andere als schön hier. Let me heal your wounds. Du erreichst doch die Lore. Warum? Okay, vergiss es mit der Lore. Geh den normalen Weg. Ich habe gerade keine Ahnung, warum sie teilweise funktionieren und teilweise nicht. Au. Ich habe das dumme Gefühl, Milo wird diese Runde kaum noch überleben. Aber gut. Du kannst Monument, wo für die hin? Ach, das ist die, die nach vorne führt. Das ist die, die nach vorne führt. Dann kannst du hier weiter nach unten. Einfach nur für Erfahrung. Und Milo. Sprung hier hin. Lauf hier hin und Sprengkugel weg. Anna ist unsichtbar. Anna darf sich mit dem hier mit vergnügen. Na, vergiftet? Sehr schön. Red, vielleicht kommt sie irgendwann mal noch zu einem Angriff. Der wird jetzt, wie erwartet, Aotaru hauen. Du hast natürlich wieder... du hast keine Einsatzpunkte für deine Magie. Daher zurück. Und gönn dir nochmal eine Pastille. Ich will nicht, dass du drauf gehst, Quarantine. Ich kann dich hier noch gebrauchen. Ja, natürlich. Jetzt blockiert er natürlich ungünstigerweise den Weg. Egal, muss ja halt noch eine Runde warten. Der nervt hier auch. Ich habe langsam die Schnauze voll von diesen Kugeln. Ich komme nicht dazu, meine Leute nach oben zu ziehen. Und ich komme nicht dazu, mit den Leuten, die oben sind, die Gegner umzuhauen, dass sie keine neuen Sprengkugeln legen. Einfach nur, weil sie die ganze Zeit Sprengkugeln legen. Wo liegt denn das Ding? Da hinten bei der... Ach, da weiß ich, wie ich hinkomme. Kannst du den einfach mal beiseite rammen? Dass der mal ein paar Ebenen zurücklatscht? Danke. Ne, funktioniert nicht ganz so wie geplant, aber egal. Hat Schaden verursacht? Genügt. Und tschüss, Anna. Ah, noch lebt sie. Magier AK Heiler sind nervtötend. Daher kriegt ihr jetzt erstmal einen Sprung auf die Mütze. Und zwar von mehr als einem Eck. Ja, die Nahkämpfer verursachen auch Probleme. Aber in meinen Augen weit weniger als die Magier. Bezwinge alle Gegner, ne?
battle is ours. Die Nerven. Whatever it takes. Aber wir kommen immerhin vorwärts. Hush now. Steht da jemand? Nee. Doch. Aber du springst dahin, denn dann kannst du dich heilen und kannst die Lore rufen. Wenn ich das richtig verstehe. Dong. Nee, du kannst es nochmal bewegen, ich Dödel. Das würde aber ebenfalls eine Möglichkeit bieten, dem nochmal eine über die Rübe zu geben. Time for some research. Und da war doch eine Sprengkugel, ne? Schade, dass da jetzt kein Gegner steht, aber wenigstens konnten wir das Problem entschärfen. Ruf die Lore. So, und jetzt ist auch endlich unsere mächtigste Feuermagierin da, wo sie hin soll. Hat ja nur 10 Züge gedauert. Bleibt jetzt nur noch das Problem. Gila, du kommst auch noch mit. Einfach hier nochmal einen Rammstoß, dass der wegkommt. Dann kann die Null ihn nicht mehr heilen. Tschüss, du Magier. Hier gibt es eine kleine Giftattacke. In der Hoffnung, dass es nicht funktioniert, war ja klar. Aber wenigstens ist der jetzt weg. So, jetzt muss ich mal ganz kurz die Situation überblicken. Wir haben noch den Magier da unten und wir haben diese 3. Haben wir noch weitere Gegner? Ja, den da. Heißt 5 Leute noch. Das müsste sich doch irgendwie einrichten lassen, dass hier keine Kugel hochgeht, ne? Chef kann hier arbeiten. Und Chef kann Verstärkung bekommen. Und Chef kann eine Lanze in den Rücken bekommen. Ja, das könnte ein Fehler gewesen sein. Was machen wir mit dir? Mondsprung hier. Bewegung hier. Nö, Angriff nicht möglich. Dann eben du. Du hast dem Du eingenebelt. Dazu gibt es ein kleines Flammenspiel. Gila kommt da natürlich nirgendwo hin, weil da leider gerade so ein bisschen Platzmangel herrscht. Sie kommt aber hier hin und kann über die heilende Hand niemanden erreichen. Dann eben heilender Queis. Du heilst dich selbst, war klar, und du haust ab, war auch klar. Wie viele denn noch? So, it falls to me. Das Gute ist, solange... Ja, wenn er sich da hinstellt, das könnte funktionieren. Spiel, please. Ich hoffe darauf, dass das die letzten sind. Aber wer weiß, du kriegst erstmal eine
LP-Pastille, dass du den Angriff von dem da oben überlebst. Den sollst du nämlich da runterlocken. Na, wobei, nö, das machst du nicht. Du tarnst dich und schleichst dich gleich wieder an die anderen Idioten an. Problem ist, gerade mir gehen die Leute aus. %90 bei dem, 90% bei dem. Der hier ist schon stärker geschwächt, daher kriegt er es ab. Whatever it takes. Und der Schwertkämpfer bekommt das hier ab. Nummer 3, da ist ein bisschen nervtötender, aber ja klar. Noch mehr Bomben. Könnt ihr mal mit den Dingern aufhören? So, wo willst du hin? Milo, bis wohin kannst du springen und kommst du bei nur einem davon in Giftreichweite? Ja, kommst du. Du hast da leider keine Option. Die Frage ist, wo postiere ich die Sonne, dass er sehr gut trifft. Ich würde jetzt mal hier vermuten. Dauert halt leider nur 2 Runden. Du erreichst mal wieder keinen, darfst also warten. Der kann sich... Au! Mist, ich habe Gila direkt aufs Gleise gestellt, ich Dödel. Und ihr beide nervt mich auch gerade ein bisschen. Bleibt schön in dem Gebiet. Wieso? Anna, du bleibst schön getarnt. Und Aotaru, du gehst mit hier nach unten. Und hast dir mal dein Schild um die Ohren. Verdunkelnder Pfeil. Einer von euch ist doch schon blind, oder? Nee. Noch ist keiner von euch blind. Dann du. Jetzt bist du blind. Aber du kannst jetzt natürlich nicht mehr die Bombe entschärfen und die braucht auch noch einen Moment. Kriege ich irgendwann davon direkt klein? Nein. Kommst du bis zur Bombe? Nein. Dann nehmen wir das einfach mal testweise. Nehmen wir den. Und tschüss. Na, wobei, nee, du bleibst mal hier. Ich will die beiden in dem Gebiet halten. Einfach nur, dass die grausame Sonne sage ich schon, ja. Seven Deadly Sins lassen grüßen. Dass die sengende Sonne sie auch erwischt. Aua. Wie, du hast einen Bogen. Und jetzt hoffentlich erledigt. Zumindest einer weg. Weil du gerade nichts anderes zu tun hast, klatschst du dem mal eine.
Und nimmst dann doch wieder die Lore. Mal sehen, ob das Wasser wird. Das läuft eigentlich ganz gut. Ja, der Kerl nervt mit seiner Heilung. Wenn ich das richtig sehe, geht der gleich an seinem Gift drauf vorbei. Will ich das jetzt testen oder will ich das nicht? Oder will ich das herausfordern oder nicht? Eigentlich nicht. Aber er kann sowieso nicht viel tun. Und da drüben wird Hilfe gebraucht. Warum kann eigentlich jeder von denen eine Kugel legen? Na, damit ist der auch blind. Noch ein Problem weniger und... Moment, du kannst dich bewegen. Und auf den... Mano! Ich hatte gehofft, die stehen schon auf den Gleisen. Aber gut, dann kommst du daher. Ich brauche leider noch zu viele von den Leuten an anderen Ecken, als dass ich sie hier aufgeben kann. Kannst du? Ja, kannst du. Und aus welchem Grund kannst du diese... Ach, du musst die Lore rufen, nicht Dödel. Du musst die Lore rufen. Da ist ja gar keine. Das dürfte für den tödlich sein, ne? Ja. Da waren es nur noch 4. Au. We must tread carefully. Und jetzt gehen wir an den. Mit ein bisschen Glück genügen die Attacken. 3 übrig. Was machen wir mit dir? Du hast leider keine Reichweite gerade und leider auch keine FP mehr übrig für irgendwas Größeres. Der ist ja auch noch da. Den habe ich ja total vergessen. Aber der kann sich hier mit Gila anlegen. Die ein bisschen hin und her gondelt. Wenn nur der eine übrig bleibt, ist mir das herzlich egal. Der kann ruhig machen, was er will. Weil wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat jeder von denen nur eine von den Sprengkugeln und der hat seine schon gelegt. Hehe. Der Trick hat ja schon mal sehr gut geklappt. Lore, es steht niemand auf den Gleisen. Und das heißt, du kommst schon mal bis hierher. Sehr gut. Milo einmal hier hin und einmal Mondsprung. Aber nur bis hierher. Und eine LP-Pastille für die fehlenden HP. Anna darf auch mit nach oben und sich ebenfalls mal noch eine gönnen. Oder 2. Na, nee, reicht noch nicht. Sengende Sonne würde die... Die würde einen erreichen, aber die bewegen sich jetzt zu sehr, als dass ich das riskieren würde, sie nicht zu treffen. So, was tust du? Du gehst da runter und versuchst die Zeilen. Das ist natürlich schon mal sehr schön. Au. Ja, das war es leider wahrscheinlich für Huet. Leider. Aber sie hat ihre Pflicht erfüllt, damit passt das. So, was mache ich jetzt mit Gila? Sie kann sich langsam mal mit den anderen wieder zusammenschließen.
Nachdem sie eine halbe Ewigkeit allein in der Gegend rumgestanden hat. Und den Magier hier im Auge behalten. Take you on. You're in the way. Now what to do? Mondsprung, ich würde mal sagen, Think you can catch me? einmal hier runter. Einmal Gift. Dance poison. Und da steht leider Aotaru im Weg, sonst hätte ich gesagt, einmal Tschüss mit der Lobe. I will end this. Hier nutzen wir einmal die Heimlichkeit, dass Anna nicht mehr so problematisch steht. I fight for peace. Kommt Leute, einmal können wir sie noch nehmen, oder? Die werden im Bereich um Aotaru stehen bleiben und da arbeiten wollen. Das können wir ausnutzen. Wenn da einer versucht, Gila zu kloppen. Do what I can. Darauf lässt die sich aber nicht ein. Die hat was zu tun und zwar was Wichtigeres. Me too. Wie, der hat noch eine? You won't beat me. Nee, ich bin so blöd. Ich wollte die doch da oben lassen für den Rahmen, für die Sonne. Egal, Sprengkugel muss weg. Let's play. Nee, was haben wir noch? Blaue Nacht. Reicht nicht. Dann nehmen wir noch mal den Giftnebel. Take this. Dann ist der auch schon weg. The flames consume you. For a better world. Immerhin Erfahrungspunkte. Und du hast leider keinerlei Punkte für einen Angriff. Das wird jetzt eigentlich nur noch dadurch in die Länge gezogen, dass ich dämlich bin. Au. Come at me. Aber gut, dann darf Aotaru jetzt mal in Richtung des Magiers gehen. Und unsere Magier kümmern sich um den Schwertkämpfer. Dann war's das auch schon. I will end this. So, Magier und Anna You will escape. kümmern sich um den Schwertkämpfer. A wasted effort. Let's play. So, wenn sie springt, kommt sie bis hierher. Kommt sie um den herum, müsste eigentlich. Nee, da kommt sie nicht hin, weil überall irgendwas im Weg steht. Think you can catch me? Sie wird doch 100 Pro von da. Ja, ich hab's befürchtet. Nicht da runterkommen. Now then, to work. Er kann ihm das Grimoire auf die rüberhauen, aber ich glaube mal, die Eismagie dürfte effektiver sein. Let me show you what I've learned. Einmal einsammeln, einmal ein Flammenschild für Aotaru. For the good of all. Let me heal your wounds. Braucht noch irgendjemand? Ja, braucht sogar. Sehr schön. Be at ease. Gibt's Erfahrung für Gila. Und was machst du jetzt? Du bist allein. I will end this. Ich kann mir fast denken, was du tust, denn das geht mir gerade auf den Zeiger. Du wirst nämlich abhauen. You won't escape. You won't escape. You won't beat me. Das kannst du mal sowas von knicken, du. Away. Let's play. So, das war's. Mit einer der nervtötenderen Missionen. I love them that. Wir haben zwar ein paar Leute verloren, aber geringeres Problem. Extra starke LP-Pastillen und ein bisschen Material. Sehr viel Material sogar, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. So, nach der Story gibt es nochmal die Info, was sich hier so geändert hat an der Truppe. Denn wir gucken dann gleich mal ins Feldlager. That was close. To think they tried to collapse the tunnel with themselves still inside.
Why would the Esfrosti blow themselves up to destroy the place they were charged to defend? It makes no strategic sense. Nothing Esfrost does make sense. But if they were this desperate, there must be something in there they do not want us finding. We must see what lies at the end of this tunnel. Now let us press on. Oh! These pink rocks aren't iron. It's salt. Or rather, salt crystal. Crystallized salt, untapped beneath the earth. The Rosellan legend my mother recorded is true. The grand Norzelian mines must have been built upon a vein of crystals. This explains how Esfrost was able to cut ties with Hyzant. As long as they could excavate their own, they didn't need to rely on the salt from the Holy State. They could fight without it. How do you think Gustadov discovered this? Lord Dragan was in charge of the mines, until he was assassinated in that sudden Esfrosti raid, which Gustadov used as a pretense to invade Glenbrook, after which he claimed control of the mines. That tells me Lord Dragan was likely the first to discover the salt crystals. However, a struggle ensued between him and Gustadov over their ownership. So Gustadolf had him killed and ordered the invasion of Glenbrook. In order to seize control of the mines and secure the salt crystals for himself. That scheming bastard! Looks like we made the right call, taking back the mines. We already took loads of salt crystals to the duchy, but even that ain't gonna last them forever. Indeed. If we can hold the mines, Esfrost will have no choice but to surrender. And what if they discover another vein of salt crystals elsewhere? A real possibility, if the Rosellan legend is to be believed. But the Grand Norzelian mines only succeeded because all three powers worked together. If this is the kind of terrain salt crystals are found in, Esfrost cannot dig a new mine all on their own that easily. Meaning they are at their most vulnerable now, without a source of salt to call their own. This does not concern only Esfrost. The existence of salt crystals will undermine the very foundation upon which Hyzant is built. If people knew that, then the two pillars of Hyzantian power, the source and the might of their goddess, would crumble. And it would prove the Rosellan legend is true. If we reveal the truth, they would be forced to free the Rosel they've imprisoned. We hold the very future of Norzelia in our hands. Whatever we decide to do, we cannot decide it lightly. Indeed. For now, let us return to the Crown City. Huet, send word to the capital. I want Kingdom soldiers posted around this entire area. Tell them to allow no one anywhere near the mines. It shall be done, sire. So, jetzt die Frage, war das Ende von Kapitel 16? Oh. This must be what the old man was hoping to find. War das Ende von Kapitel 16 oder kommt von Kapitel 16 noch ein Teil? So, our army failed to secure the Grand Norzelian mines. It would seem House Wolfort interfered. Glenbrook forces already surround the area, so retaking the mines is likely out of the question. They must have discovered the salt crystals. Damn them. Gather our soldiers, and be quick about it. Aye, Your Grace. I see you finally decided to answer my summons, Svarog. I shan't use laboring in secret to complete the death's knell as an excuse. Punish me as you see fit. If you think you can, that is. I ought to wipe that impertinent smile off your face. I
saw what they brought in from the Grand Norzelian mines. Huh. So you know of the salt crystals? Enough secrets, Gustadolf. Tell me what you are planning. To use those salt crystals to put the final nail in Hyzan's coffin. To free the people of Norzelia from their tyranny by ending their monopoly over salt. By which you mean the strong will be free to trample the weak. Is that it? I will not argue semantics. Though it is at least far more human to struggle for one's own survival, rather than capitulate to the whims of some goddess. People have the right to discover their own strength, and wield it to claim what is rightfully theirs. Just as you are contesting me at this very moment, Uncle. How long have you known of the salt crystal's existence? I learned of the possibility long ago, when I read of them in an old text from the archives. Ancient knowledge should never be discarded, as you well know, since you had Dragan study there to perfect his explosives. You are the one who had him killed. Spare me your unfounded speculation. I heard all that happened from the Wolforts. They were there when he drew his last breath. Act the fool, and you shall be revealed as one, Gustadolf. Dragan oversaw the mine. It only stands to reason that he would have discovered the salt crystals first. So you, in your greed, had him killed, so that you might claim his discovery for your own. Not only that, but you used his murder as a pretext to invade Glenbrook. Am I wrong? Huh. You have an admirable imagination. Admirable, but mistaken. Your son was quite the ambitious man, you know. What do you mean? You know very well what I mean. Indeed, Dragan did discover the salt crystals. Who else do you think told me of their existence? Yet he refused to hand them over unless I made him Prime Minister of Esfrost. And your son's scheming didn't end there. At the same time, he had initiated negotiations with Glenbrook. He offered them salt crystals in exchange for a noble title. He sought to fatherland and foe for all he could get. Lies! All of it! How dare you dishonor my son's name! House Wolfort fed you a fairy tale, and you gobbled it right up because it aligned with what you wanted to believe. Uncle, now is not the time for family squabbles. Glenbrook now knows of the salt crystals. It is but a matter of time until Hyzant learns of them as well. We must make ready to stand against them. What would you have me do? The death knell is taking far too long to build. See that it is finished with haste. Do that, and I will name you my Prime Minister, so you may fulfill your dearly departed son's dream in his stead. Very well. There is no time to waste. War will be upon our doorstep before we know it. A war to end all wars. A war whose victor shall rule Norzelia in her glorious entirety. Ruhe, mein trauriger Freund, abgeschlossen. So, wir speichern erstmal. Noch Kapitel 16. Ja, wobei, das ist Abschluss. Heißt, das müsste jetzt Kapitel 17 sein, oder? Deep in the Grand Norzelian mines lay a most unexpected discovery. Crystals of pure salt. Now in possession of knowledge that could alter the course of history in Norzelia, the members of House Wolfort gather at Whiteholm Castle to discuss their next move.
Kapitel 17, Akt 1. Wenn Klagen die Herzen entflammen könnten. Unexpected though it may be, the salt crystals are now ours. How shall we proceed? Carefully, for it has the potential to alter the balance of power across Norzelia. This is an opportunity to reshape the realm to our benefit. We must be strategic. It's a target on our backs is what it is. There'll be no peace for us so long as we hold them. Hyzant will set upon us with a fury we've never known if they hear of this. She's right. They will stop at nothing to defend their faith. Nor will Frost go quietly into the night. Then let us prepare for when word does spread, rather than fret over how long we can keep the secret. Whether we protect the salt as ours or find another way to use it, we must act soon. What say you, Your Majesty? We find ourselves at a crossroads. Not just as a kingdom, but an entire realm. Our decision will touch every life in Norzelia. I too wish to act quickly. But I beg you all for a moment alone with my thoughts. Your caution is admirable, but ill-advised. Hesitation could cost us everything. That much is obvious. Yet I cannot race headlong into the unknown when so much depends upon us. Benedict, I find myself unmoored as well. I wish to hear from all present before we decide upon a course of action. As you wish. Pray let it be swift. Serenoa, answer me this. Can I count on you to walk the path with me, whatever it may be? I was named Lord of House Wolfort long before I was inducted into the Saintly Seven. And I've been your friend even longer still. Say no more. Take the others to Castle Wolfort and await my word. Likewise, inform me of any movements from Hyzant. As you wish. Until we meet again. So, darf ich jetzt ins Menü? Hört sich zumindest so an. Ja. Wir haben 9 Charakterepisoden, also das wird wieder Zeit in Anspruch nehmen. Aber zuerst gehen wir kurz ins Feldlager. Denn für die Neuankömmlinge, die im Laufe der letzten Schlacht dazugekommen sind, gibt es jetzt mal die kurze Info. Aber zuerst noch ganz fix. Hicks. Tauschbörse. Wir haben hier irgendwas Neues, das wir kaufen können? Nö. Ich habe während dem Training alles hier natürlich erworben, abgesehen von den nutzlosen verbliebenen 2 Auszeichnungen. Wir könnten noch Leute befördern, aber ich gucke erstmal in den nächsten Kampf, welche wir da am ehesten brauchen. Und dann erstmal einen Blick hier rein. Wort vorneweg für die neu dazugekommenen, abgesehen von denen, die Erz oder Gestein brauchen oder beides, hat jeder seinen ersten Waffenrang vollständig ausgebaut. Und ist auch schon im zweiten ein bisschen fortgeschrittener. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht, den ich auch im privaten Spiel bereits gemacht habe. Nämlich, ich habe, wo ist er denn? Julio, ein Elektrum gegeben, das eigentlich ursprünglich für Maxwell geplant war. Was heißt, wir können Maxwell leider nicht mehr auf Waffenrang 3 bringen. Macht aber weniger. Deshalb werde ich ihm jetzt auch ein bisschen weniger Material zukommen lassen. Bei den anderen gucken wir jetzt mal durch, was noch so möglich ist. Serenoa, du hast leider nicht genug Erz. Erstklassiges Erz bräuchten wir noch, haben wir gerade nicht. Ja, hier fehlt leider auch ein bisschen Erz, aber hier könnten wir den kritischen Schaden schon mal erhöhen. Das wäre eine Möglichkeit. Würde uns alles Erz kosten. Was haben wir noch? Oha, wir haben erstklassiges Garn für eisiger Mond. Für sinkende Sonne wäre das der perfekte Gegenpart. Hochwertiges Erz hier bei Julio. Ein FP mehr für Motivationsschub oder mehr Magieabwehr. Macht der Liebe für den Gegner im Wirkungsbereich für eine Wunde. Würde dazu führen, dass die Nase für uns kämpft.
wäre auch eine Option. Hossabara ist nicht im Hauptteam. Bei dir könnten wir auch was ausbauen. Du wärst sogar im erweiterten Hauptteam. Genau wie Maxwell. Puh, ich habe jetzt so viel, was ich ausbauen könnte. Ach ja, Pigoletta habe ich auch vergessen. Sie ist auch noch vor Benedikt im erweiterten Hauptteam. Und ich bin fast versucht, ihr den Punkt zu geben. Die anderen sind jetzt eher nicht ganz so wichtig. Ich würde mal fast sagen, dadurch, dass er die ganze Zeit so viel auf die Mütze bekommt. Nee, du brauchst es nicht. Für das Hauptteam würde ich sagen, ja, erweiterte Magieabwehr für Julio. Und wir nehmen tatsächlich mit dem Govern Ersanas, ja, wobei, Wirkungsbereich magischen Eisschaden und gefriert den Boden. Ist stärker und flächendeckender als Eishauch. An und für sich ist das ein stärkerer Eishauch. Ähnlich wie sinkende Sonne. Nur dass sinkende Sonne eben den Boden nicht in Brand setzt. Und eine Runde Vorlauf braucht. Ja. Ja, Milo ist halt auch... Ne, er bekommt's. Er bekommt das. Er ist Mitglied des absoluten Hauptteams und Milo ist situationsbedingt mal im Hauptteam dabei und wird mal für Archibald oder jemand anderen ausgetauscht. Und apropos Archie, können wir Piccolenta noch? Ja. Dann würde ich tatsächlich... Wir haben halt die Wahl, Piccoletta oder Archie. Beide brauchen Garn, beide brauchen Holz. Und ich würde mal sagen, kritischer Schaden, Bewegung, Präzision. Was haben wir bei dir? Agilität, Bewegung, Sprung, Reflex. Ich würde fast ihre Agilität erhöhen. Und weil wir gerade noch ein bisschen Garn übrig haben und Gestein. Für andere reicht das nicht, ne? Ne. Und wahrscheinlich wird es keine weiteren Trainingseinheiten mehr geben. Das heißt, das kann ruhig von ihr verbraten werden. Vorerst. So. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los mit den Charakterepisoden. Bevor wir mit dem Hauptspiel weitermachen. Immerhin, das sind ein paar. Gehen wir erstmal die wichtigsten Charaktere durch. Wir hätten Maxwell. Okay, wir haben gar nicht so viele. Ezras Soldaten treiben ein böses Spiel mit den Menschen in Glenbrook, als ein hochdekorierter Veteran sich einmischt. Ich kann das Bild gerade nicht zuordnen. Das ist nicht Erador. Ah, my shop! Someone stop this madness! Carry on screaming and sniveling. This land is ours now, and we'll do as we please. You monsters! Ha! Try me! I'll cut you down where you stand! And just what do you think you're doing? You disgust me. Be gone from this place. So, you've chosen death then? Hold! Lest my eyes deceive me, is that not Sir Flanagan? And what if I am? 'Tis him! The bloody shield in the flesh! You're a Black Iron Captain! Damn it all! Run for your life, you fool! How far they have fallen. They confuse might for morality, and sully the duchy's good name. Hail, soldier! I cannot thank you enough for coming to my aid. 'Tis instinct. I cannot abide such cruelty. Though I no longer call myself a soldier, it is the only station my skills afford me.
My lord, a man calling himself Flanagan requests an audience. Will you grant it? Flanagan? The name sounds familiar somehow. Ah, he fought in the tourney, didn't he? The one they call the Bloody Shield. His frosty soldier. What brings him to me? Anyhow, send him in. My lord. Been a few moons, Bloody Shield. And many more since I answered to that name. Then what brings an S. Frosty to us this day? Words cannot bring back your countrymen, but I give them to you anyway. I condemn the Duchy's actions with every fiber of my being. Deeply ashamed am I of our Archduke's willingness to shed the blood of innocents. Meager though they may be, you have my sympathies. So, you came all this way just to apologize? You're a strange one, all right. I am well aware that words alone mean little. And that is why I offer my service, that my words might ring true. Why House Wolfort? There are far greater armies that would give anything to have a warrior like you in their ranks. I have no interest in further bolstering the might of Frost or Hause. They trample the weak with no remorse. I will stand for it no longer. And you think you can stand here and call us weak? You little... You intrigue me, Sir Flanagan. But what of your title? Is your shield truly stained with blood? It's a name given to me by men, nothing more. You can trust he'll hold his own in battle if you take him in. One look is enough to tell you that. A boon to our cause, then. Provided we ourselves do not become the very thing you despise. House Wolfort welcomes you, Sir Flanagan. The feeling of intrigue is mutual. I am at your service. You're two peas in a pod, aren't you? Flanagan hat sich dir angeschlossen. So, noch eine Einheit, die tatsächlich nicht mehr ins Team kommt. Den hatte ich ja total vergessen. Na, Blatt fertig. Nee, ich muss ja hier... Falsche Taste. Und weiter geht's mit den Charakterepisoden. Ich würde mal sagen, erstmal die wichtig sind. Also von den Leuten, die wir mitnehmen werden. Piccoletta, du bist die Einzige, die im tatsächlichen finalen Team dabei sein soll. Also fix dabei sein soll. Wow, the stars are so pretty. They're always so bright, no matter where I go. You were in a circus, right, Piccoletta? Yep. We performed in all kinds of places together. The people in the circus were from all over too. There were people from Glenbrook, people from Hause. But when the war started, the circus broke up. Our circus master was from Frost, and he said he had to go and fight for his country. Even the poor animals were all taken away. They were like my family. Piccoletta. But I won't give up. I'll help you in this war, and then I'll bring back my circus troupe. I believe in you, Piccoletta. But to do that, you'll need to build up your strength. And look, it's almost time to eat. Yay! Let's eat together again today. Jo, kurz, kleines Intermezzo. Haben wir gerade nur... Okay, 3 Ecken, an denen es weitergeht. Aber davor, Esana... Milo. Ich habe ja total übersehen.
Just look how you've grown. To think you'd produce such a bounty. And you've flourished as well. I'm so proud of you, my lovelies. Quite the passionate one, aren't you? Don't sneak up behind people like that. Hasn't anyone told you it's rude? Apologies. I was just curious. What are you doing here? If you must know, I'm harvesting herbs. I thought I might make them into medicine for the injured. That would be helpful. Lord Serenoa will be pleased as well. And I am oh so happy to please. I am quite taken with powerful people. People like Lord Serenoa. You'll tell him I'm doing my best to be useful to him, won't you? Wait. That plant. It induces paralysis, does it not? Quite knowledgeable you are. Did you know it can also be used for pain relief? The same plant can be both a poison and a medicine? Yes, depending on how it's used. And yet, people still try to force plants into one category or another. Good and therefore valuable, or bad and therefore detested. Foolish, don't you think? These little ones are neither good nor bad. They just are. You treat them as if they were your children. Perhaps it seems strange to care for a plant, which is no more than a tool for making medicines or poisons, but... Minister Idor, about that experiment. I think we are on the verge of discovering how to better stabilize the subject. Wait. We are not alone. Show yourself! Milo, why do you eavesdrop on us? Don't be upset. As your spy, I thought it behooved me to keep abreast of important information. Unnecessary. You need only do as I instruct. But that would make me no better than a tool. Does that displease you? Worry not. I take good care of my tools, so long as they serve me well. But should they act out of line, they will be disposed of. Even tools have feelings. What was that? Nothing you need concern yourself with. Anyway, I'm certain my herbs will benefit House Wolfort. Please pass on my warmest regards to Lord Serenoa. Ich bin mal gespannt, ob wir heute das so erreichen, wie ich es geplant habe. Immerhin, wenn ich mal so auf die Uhr gucke, wir haben jetzt schon 21 Uhr. Und wenn ich mir die Mengen an Gesprächen ansehe, die noch hier sind, wir haben jetzt nochmal Piccoletta. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal von oben nach unten durch. Und ich halte die ganze Zeit über meine Klappe. Das dürfte das ein bisschen beschleunigen. Der Plan für die neu dazugekommenen ist Kapitel 18 bis 23 Uhr. Entweder, und wenn wir bis 23 Uhr recht weit in Kapitel 18 sind, möglicherweise heute das Spiel durch. Aber das sehen wir dann. I must say, your display of power was quite astonishing. One moment there wasn't a single cloud in the sky, and the next we were drenched to the bone. The townsfolk were certainly appreciative, and that means much in these trying times. Where did you learn such sorcery? I was born with it, as were my forebears. In the far reaches of Hysant, my people dwell,
acting as shamans and summoning rain when the people cried for it. You hail from Hyzant? I suppose we should count our blessings that you found your way to our ranks. Ah, so you're Izana. We've heard tell of a witch using her dark arts to frighten the peasants into submission. Rest assured, we shall conduct a thorough investigation into these rumors. In the meantime, your presence is requested at the Hierophant's palace. Rumors from whom? There are no dark arts being practiced here. And the people are not scared of me. I provide them rain when they require it. That is all. Quiet, witch! Save your remonstrations for the Inquisition. Is this their investigation? My guilt was decided ere they laid eyes upon me. Perhaps they are threatened by the sight of the common folk huddled around your warming smile. The goddess of salt is a jealous mistress, after all, and her subjects cannot well suffer another to be so adored. It is as you said. If you appear before the Inquisition, you will surely be found guilty, and the punishment will be grave. Then what recourse is left to me? If the tentacles of the Church can reach this far, then nowhere in Hyzant is safe. We must flee our borders and go far from the gaze of the Zealots. It will be just as we promised each other. We'll start a new life, together. Is that truly what you want? 'Tis hardly the new beginning we envisioned. That matters not. Only that it is ours. Very well. Then let us meet again at nightfall. You know where. Until then, my love. I shall count the minutes till next we meet. Alas, he did not come. Another victim of the Inquisition's tyranny. Had he never met me, would he still be alive today? Should I have said nothing and fled alone in the night? I am sorry for your loss, but you mustn't blame yourself. 'Twas hardly your fault. And you do not know his fate for certain. He could very well still be alive. Perhaps. I tried to seek him out, but there was little I could do with the Church's agents breathing down my neck. They burned down his home, and his family was never heard from again. I fear the worst. The goddess of salt must be named so for the tears she causes. She took everything from me. Her minions, all of Hyzant, they bear responsibility for my grief, and I aim to see that they answer for it. Although we have known each other only briefly, I sense a strong ally in you. Will you lend me your sword when the time comes? Of course. Of that you can be certain. That you would return to us hale and whole. 'Tis a much-needed fortune in these trying times. With luck, soon my return will not be the only cause for celebration. I am glad to see you unharmed, Huet. I would choose none but you to stand by Prince Roland's side in my absence. Thank you. However, I am afraid I have far to go before I can measure up to your legend. A legend that seems to have begun a new chapter, now that you have doffed that mask of yours. Forgive me for prying, but I must ask, why did you wear it for so long? Truth be told, I have not thought upon those reasons for some time.
When I served Glenbrook as its Master of Swords, I did not wear it. You were Master of Swords? The Dawn Spear? Indeed. My star was rising, and I was tasked with investigating a group of nobles who were dealing in stolen works of art. A simple assignment, or so I thought. I was yet young and unaware of the pettiness of those who consider themselves to be our betters. I apprehended several of the criminals, but one escaped. That was my grave mistake. In shadows, they harbored their grudges until they exacted their revenge. But the life they took was not mine. It was my love's, the woman to whom I had promised my future. What? I never knew. The villain was eventually brought to justice, but no sentence could bring back what had been stolen from me. Had I only been more thorough, and not been so naive, then she would still be. Sir Maxwell, there is no way you could have known. The blame falls not on you. Nay, my inexperience sowed the seeds, and I will reap their bitter fruit until the day I die. I swore I would never again allow someone I loved to come to harm. To ensure that, I had to discard who I was. I gave up my title as Master of Swords, hid my true face behind a mask. I spoke only with my spear. And you were reborn as Glenbrook's fiercest warrior, the Dawn Spear. Your feat surpassed the imagination of even the most silver-tongued of bards. Forgive me. I still tend to get lost in the stories, even though you are standing here before me. No, I should thank you. There are few who would understand my struggles, but I believe you are one. House Wolfort has seen its share of misfortunes. That you all still walk with your heads held high is an inspiration to all. I was brought back from the brink of death to fight by your side, to face the dangers ahead undaunted and unhidden. I may owe fate for my return, but I shall fight tooth and nail before it takes aught from me again. At least such are the things I tell myself in my quiet moments. I only pray the words can give me strength when it matters most. They will. No doubt you are stronger now than you have ever been. Thank you. I no longer need to hide in fear. I will not look away. That tome is an apprentice's resource, if I'm not mistaken. Are you studying ironworking? Yes, I borrowed it some time ago from the archives in the Grand Duchy of Esfrost. I haven't had a chance to return it, what with the state of affairs being as it is. Ian's? I can't remember the last time you privileged us with a visit. Well, my weapons aren't going to forge themselves. But now that I've a respite from my days of sweat and flame, I thought I'd continue my studies. You hunger for knowledge the way a fire hungers for kindling. I'd never have become the blacksmith I am if not for what I gleaned from these tomes. If it takes a lifetime of studying and striving to forge the perfect weapon, then so be it. One day, all will know the name of Ian's, the greatest smithy the realm has ever seen. That is all well and good, but would you mind proclaiming that a little more quietly? Yes, apologies. In my excitement, I quite forgot I was in a library. I must say, I can't help but admire your burning ambition. But while we're speaking in hushed tones, our army has been anything but quiet as of late. You forge weapons for them, yes? Might you have any insight into the matter? I wish I did.
but I have scant time for the goings-on outside my own small forge. Though, now that you mention it, my orders from the army have increased. Could it be that they're preparing for war? As if a war could break out on the eve of our three nations' grand new venture. Indeed. That would be unthinkable. S. Frost's sudden attack on Glenbrook confirmed my worst fears. And once the war started, I could forget about returning this book. But I still hope to. One day, when peace has returned to our realm. I hope you will fight by my side till it does. Without hesitation, my lord. Go on, have another glass. I'm offering top shelf drink for bottom shelf prices tonight. No need to fret over your coin purses. See? This is why we keep coming back. Nobody treats us better than our Hasabara. Quite the crowd tonight, eh? Good to see it. All thanks to you for supplying me with that mead. Thanks to my good fortune, you mean. I got it for so cheap on account of the batch not measuring quite up to the brewer's usual standards. Still, look at how happy it's made them. There's nothing I love more than seeing my tavern full to bursting like this. Thank you, Eridor. Truly. It's nothing, honest. Ah, and just like that, they've nearly drank me dry. Might have to close up early tonight. Celebrating something, Hasabara. Whatever it is, we'll drink to that. Pour us around. I wish I could. Seems the barrels have run dry tonight. But if you'll come back on the morrow... Run dry? You've enough for these drunkards? You can't spare a drop for those of us who are risking our lives for you on the battlefield? Ah! Hey! Who are you calling a drunkard? Don't you fools go spoiling the one spot of happiness we've had in a long while. Enough! My tavern's a place for forgetting troubles, not stirring them up. You do well not to look down your noses at the very people you've sworn an oath to protect. You want respect? Go out there and earn it by ending the war. Then there'll be drink aplenty to go around. You tell them, Hasabara! They're no better than us! You lot aren't blameless either, you know. These soldiers do put their lives on the line to protect yours. They get enough grief on the battlefield without you giving it to them off it. I'm sorry. I don't know what came over me. No, I shouldn't have let my temper flare. Look, there's still some drink left here. How's about you raise a glass together? Yeah. You can have some of ours, too. Well, don't mind if I do. Level head you've got on your shoulders there, Hasabara. It helped that you pitched in when you did. Ah, now that hits the spot. Doesn't it? Here, I'll pour you another. See, now this is what I live for. Giving people a place they can come together and leave the worries of the world behind for a while. Somehow, I know this is what Theo would have wanted me to do. If only I could raise a glass with him. Aye, I reckon he'd be proud. You've made a spot of sunshine for people that don't get much of it these days. People like me. What with business booming again, it looks like I'm going to have my hands full for a while. Don't you worry for your mama, Theo.
As long as there's ale to be poured and smiles on her customers' faces, she'll be just fine. You! Just what was in that swill you sold me? Ah, my good sir. Don't you look to be in a fit of pique? But what does it have to do with Lionel? Don't play coy with me! That was no secret elixir you sold me. An elderly nobleman bought the entire batch, and all he got for his troubles was a whole day atop his chamber pot! Ah, perhaps the tonic's invigorating effects were too potent for a man of such venerable age. While Lionel is sure his digestive system has been duly cleansed, methinks a smaller dosage should suffice next time. Digestive system? Dosage? You said that medicine granted eternal life! Lionel recalls saying nothing of the sort. We did converse about rumors of such an elixir existing prior to the transaction, but that was all. If you harbor any doubts, pray consult the bill of sale. Rest assured that any misunderstanding stems from your own negligence. For all the good it'll do me now, I might as well wipe my ass with it. My friend, merchant's seal is his word. Consider this a lesson to read the fine print more carefully in the future. You two-faced charlatan! You'll pay for this! Two-faced? Has your own coin purse not grown mysteriously fat, despite the heavy taxes on salt? I dare say more so than market prices would conceivably allow. One wonders, what is the punishment in Hyzanth for those who do business outside the purview of the state? You can't threaten me! I'll gut you like a fish! Oh! Seems you needed protection after all. Shut up! Lionel had the matter well under control. Did you kill him? He's just unconscious. Killing him would only attract unwanted attention. Nevertheless, he gave Lionel quite a fright. That knock on his head couldn't have been good for the fool's health. The only fool here is you. Using the name of House Wolfort to swindle others? How long did you think this charade would last? I'll give you one chance to stop, or else you'll end up next to him in the dirt. Lionel will have you know he has friends in high places. Yes, very high places. So high, in fact, that yes, Lionel now sees the error of his ways. His thinking so far has been positively unambitious. It is Lionel who holds the purse strings of House Wolfort, and it is he who must see to it that said purse is overflowing with riches. He has been a fool. Only a fool would squander his talents with such petty deceits. But Lionel does not lose heart easily. No, he shall redouble his efforts. For such is his burden, the burden of a loyal servant tasked with guiding his house to boundless fortune. Ha ha! Let us begin our new work post-haste. That took a turn for the unexpected. What am I supposed to do with him? Knock him senseless and drag him back to the castle? It may come to that. Ich glaube, bewusstlos schlagen und liegen lassen wäre die bessere Variante.
This place was host to a battle not long ago, wasn't it? We have come here to help. Let us offer what relief we can. I never imagined the war would spiral this out of hand. Before the fighting started, all I cared about was becoming the realm's greatest blacksmith. I dreamed of forging the perfect weapon, a testament to strength. But what is strength, truly? Of late, I have pondered much on that question. And have you arrived at an answer? Well... There they are! Thanks for the sweets you gave us. Hey, let's play a game! Very well. What shall we play? Apologies, Jens. You may return. You needn't wait for me. Come on! Over here! I believe I may have found my answer, Lord Serenoa. Courage, kindness, warmth that kindles a smile upon a child's face. The fortitude to keep fighting, no matter what trials you may face. Through it all, your heart remains unbent and unbroken. That is what will end this war. You, my lord, and the unmatched weapons you carry within you. Hey, you should play with us too! If you insist, here I come! Who in their right mind sends an old man on a scouting mission? Oh, goddess take me. I can't wait to retire. Of course, I can't very well do so until the war is over. What will you do once it is? I can't say I have any plans in particular. But there is one regret I'd like to remedy. I'd like to find my first love. I still dream of her, even all these years later. Huh. She was the general of the Frosty forces during the siege of the Citadel of the Sands. The turning point of the Salt Iron War, that was. I never learned her name. We were enemies, yes, but it was clear from the battle we waged how much we admired one another. She caught a beautiful figure on the battlefield. Her every movement was majestic. More than anything, she was a fearsome warrior. Truly, there is none in the world like her. I wonder what might have been had we met in a tavern instead of as enemies. I see. I hope you can find her then. As do I. As do I. Well, looky here. Easy mark. Let's get them before they wise up. There. He saw us? Well, we're too far away. Inhumanly possible. Monster! How did you sense those bandits from such a distance? Brats like that will never get the better of me. Till this war is over, I've only begun to fight. I can see you mean that. Ah, that's it. I know what I'm going to do when we're done fighting. I'll travel the land till I find the Frosty general who caught my eye. It's strange, but I sense her presence wherever I go. Might be she's closer than I think. If that's the case, I'd better do what I can to end this war, and fast.
Time to work twice as hard for an early retirement. Nur mal so nebenbei. Könnte es sein, dass diese Generälin Avloras Lehrmeisterin war? Ich habe den Namen vergessen. Monument. Nein. Doch, du. Groma. Ich habe so ein dummes Gefühl, dass sie das ist. Ja, Handy nervt nicht. Oh, however will we carry on? Where's our house, Mama? Did the fire eat it? They're just like me. Piccoletta. They lost everything. They're sad and hurting and don't know what to do. Sitting there all alone, I thought I'd never smile again. But that's when you and the others found me. You told me I threw my ball so well. Hearing that made me so happy. I felt warm inside again. I realized I wasn't alone in the world. And now it's my turn to do the same. Wow! Look, Mama! She's amazing! What are you doing, miss? I'm juggling. Do you like it? It's incredible! I wish I could do that too! Me too! Well then, why don't I teach you? Piccoletta is just like a troop leader. She brought joy to those children. She turned her sadness into a smile to cheer up others. That child can be a ray of light, warming the hearts of those bereft of hope. Come one, come all! Behold, Piccoletta's circus! The greatest show in all the land! So, das müsste jetzt die letzte Charakterepisode gewesen sein. Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, wir gehen von Nord nach Süd. Heißt, wir fangen in Azeroth an, gehen dann zum Zwillingstor und danach nach Hysand. Und sehen mal, was da so gequatscht wird. Das Zeitalter des Chaos macht selbst vor dem norzelianischen Handelskontor nicht halt, Mann. Ich kann heute nicht mehr lesen. Dabei ist gerade mal 9:30. Have you heard the popular rumor, Lord Claris? That Hysand intends to raise an army against Glenbrook? Yes, I am familiar. So it's reached the consortium then. Is it true? King Roland has only just reclaimed the Crown City with Hysand's help, not to mention restored relations with them. Ordinarily, such a thing would be unthinkable, but the rumors are so persistent that I think something may be afoot. For example? I wouldn't be so restless if I had an example to give. Esfrost gathers its troops at Twinsgate. Might they have heard the rumors as well? Perhaps. A battle for the very soul of Norzelia may loom on the horizon. But therein lies the opportunity for merchants like us. You can't wage war without a surfeit of supplies. You're quite right about that. And each shift in Norzelia's power balance opens new business opportunities. Will the consortium continue trading with Hysand? 'Tis difficult to say. I believe House Wolfort's actions from here on will be key to the consortium's decision. House Wolfort, you say? Indeed. They've been involved in most every conflict between the three nations on this continent. Why stop now?
I shall wait and see how Lord Serenoa responds first, lest I make any hasty decisions. Unschön. Das läuft auf einen neuen Zwei-Fronten-Krieg raus. Und zwar für alle 3 Nationen. Ja. I am gladdened to see each and every one of you, my ironclad brothers in arms, here at Twinsgate. I have asked you here to tell you of a most fortuitous discovery. We have found crystals of salt deep in the Grand Norzelian mines. Alas, Glenbrook has taken those very mines from us. What's worse, Glenbrook's esteemed House Wolfort is led by one of the saintly 7 of Hyzant. They will no doubt be informed of the salt crystals, and their precious religion will be shaken to its core. I trust you can all imagine how Hyzant will respond to such an affront. They will not go quietly, but will instead seek the crystals for themselves, that their reign of terror may continue unimpeded. Therefore, we must subdue Glenbrook and seize the mines for Esfrost if we are to counter this grave threat. But we cannot stop there, for that will only draw Hyzant to our gates. They will stop at nothing to conquer all of Norzelia in their name. The Duchy has never been in a more precarious position. But we will not yield. We subscribe to no faith, and we bend the knee for no king. We shall greet our enemies at Twinsgate with cold, hard steel. Our newest weapon, the Death Knell, is nearly complete. With it, we shall strike back at Hyzant. The false goddess shall crumble beneath the sheer force of our iron will, and Hyzant reduced to rubble along with her. Raise your swords, my black iron heroes. Your names shall be cast in iron when the histories of this day are written. You shall be known as the defenders of Esfrost. For Esfrost! Oh yes. The Death Knell will reduce many a falsehood to rubble, dear Gustadolf. Ergo auch die von Gustadolf. Und der Palast des Hierophanten. Die perfekt gehaltene Nachricht von dem Steinsalzfund in der neuen Norzelia-Mine. Ah, Milo has sent a dispatch from Glenbrook. Deep within the Grand Norzelian mines lies... It would seem salt crystals were found within. Impossible! The discovery of salt outside the source explains Gustadolf's recent provocations. How can you be so calm? The teachings tell us that salt is a blessing, bestowed only upon the goddess's followers. The discovery of these salt crystals is an existential threat to Hyzant. Salt crystals are salt too. We need only keep word of this discovery from spreading. Of course. But how? The Hierophant has spoken. Minister Exham, you shall raise an army and seize the Grand Norzelian mines in Hyzant's name. The Hierophant asks us to invade Glenbrook?
Do you have another way to silence King Roland and his royal hounds in House Wolfort? Minister Serenoa is one of us, and thus is honor-bound to heed the Hierophant's word. But we know not if he will do so, or if he will cast his lot with his precious king. You shall ask him yourself when you surround Castle Wolfort en route to the mine. And if he resists? You are free to deal with him, as we do with all who forsake the goddess. Ich mag die Nasen nicht. Hyzant has learned of the salt crystals. Minister Exham of the Saintly Seven wastes no time in mustering his army, which now marches on the Grand Norzelian mines. Elsewhere, Gustadolf amasses his own forces at Twinsgate in anticipation of the war to come. All eyes are on Glenbrook, where Roland and Serenoa's pronouncement could touch off a battle for the soul of Norzelia. After much deliberation, Roland makes his way to Castle Wolfort to inform Serenoa of the decision that now weighs heavy on his heart. So. Roland besucht Wolfort, um Serenoa zu sagen, was er auf dem Herzen hat. I appreciate you coming all this way, Roland. I was the one who asked for your time, so it is only natural I make the journey. I wish to tell you that I finally made up my mind. And I would hear your decision if you were willing to share it with me. I've long pondered over the one thing that Norzelia needs most. I thought back on the Salt Iron War. 30 years have passed, yet the root of our conflict remains the same. Each nation still thinks only of itself, wishing to fill its coffers even at the expense of others. But who bears the brunt of such a war? The people. Exactly so. The avarice of the ruler is an existential threat to their loyal subjects. And yet without that wealth, the people suffer just as much. They languish in poverty. This much is obvious. But there can be no winner without a loser. Remove one and you necessarily remove the other. If we achieve equality, we achieve peace. And how do you propose we achieve? No. No, surely you don't mean... Yes. The goddess's teachings. All can live as equals under the goddess. An authority greater than any king. The model nation was in front of us all along, Serenoa. The holy state of Hyzant. I have decided that we must give the salt crystals in the Grand Norzelian mines to Hyzant. And in so doing, you'll give them control of all Norzelia. Exactly. There will be no more squabbling over salt. Norzelia will know eternal peace at last. Unequal peace, surely. One built on the backs of a people like the Roselle, if not the Roselle themselves. I am not blind to that fact. But so few will suffer for the good of so many. Nothing in this world is perfect, Serenoa. The sacrifice of the few for the good of the many. It's the only clear answer, and one I would give every time I were asked. Submitting to the goddess will rob you of your kingship. So be it. My crown, my pride. They're but small prices to pay for peace. You are truly prepared to throw it all away. Join me, Serenoa. Let us unite Norzelia under the Holy State. Roland, this is quite sudden. I understand. Pray, take all the time you need.
I expect Frederica will want nothing to do with this plan, seeing as it forsakes her people. I am already mourning the rift this may cause between you, but I shall not be swayed. This will be my final act as Glenbrook's king. Oi, oi. Ich rutsche hier aus dem Stuhl. King Roland's anguish plays plainly across his face. It pains me to see him so tortured. I'm not surprised. The future of our kingdom, to say nothing of the entire continent, rests upon his shoulders. Pray tell, what do you intend to do about the salt crystals? In truth, I cannot decide. Salt is too precious to be hoarded. We've a duty to share it with the people, which is... Where the difficulty lies, yes. The source makes that all too clear. Salt lies at the heart of every war in Norzelia. Would that the boundless salted sea of Rosellan legend still existed. We'd have no need of conflict if there were a source of salt for all. My love, if I may, the discovery of the salt crystals has made two things plain to me. The first is that my mother spoke true in the legend she passed on to me. And the other is that the goddess's teachings are nothing more than a lie built to constrain your people. Just so, we are guilty of nothing. Yet the Roselle languish in the source, where they are looked down upon and forced to work until they die. Entire generations lost, countless lives given to Hyzant's cruelty. Cruelty created to justify Hyzant's own avarice and lust for power. Such is the ugly lie at the heart of their teachings. One revealed by a crystal of the mineral they hold so dear. The time has come, Serenoa. The Roselle must be freed. The salt crystals have brought us to the brink of war. We can harness this unrest, incite the Roselle to rise up and rebel against their captors. I am with you. Believe me, I am. But you make it sound so... Simple. Yes, I know. But the suffering of my people is so distant for everyone else. We can no longer wait for someone to do the right thing. Help isn't coming. Why else would my own mother incite rebellion? We are alone. I swear to you, none of this feels distant to me. The Roselle live in my domain. I am betrothed to you, my dear. It couldn't feel any closer. And I thank the stars that I have you by my side. I do. In truth, that's why I think this time will be different. Why I'll be able to accomplish what my mother could not. I agree. But the risk is immense. Suppose we succeed, what then? Hyzant will not let us go quietly. Of course not. And when that time comes, you can lead the Roselle to Centralia. Just as your mother wrote about in the book she left behind. Beyond the Great Falls in the Folk's domain at the end of the Norzelia River. The ancestral home of the Roselle. But that's just a legend. We've already found one legend to be rooted in truth. Perhaps this one is as well. And if not, at least you'll be safe from harm. I doubt Benedict will share our feelings, though. Abandoning all we've built to embark on a journey fraught with danger in search of a legend. Yet no matter how perilous the path ahead, I would happily walk it at your side. I trust you understand what a monumental effect the discovery of these salt crystals will have on Norzelia's history. Whatever course of action we choose will determine whether House Wolfort leaves a legacy in that history, or is expunged from it. How would you proceed, Benedict?
I would do all I could to keep it from falling into Hyzant's hands. They already control the source. With the crystals in hand, they will solidify their grip on the realm and in time dominate it. The siren song of a false equality under their goddess shall blanket the land, claiming every domain and its people. Even though they count me among the Saintly Seven. Even then, for that matters little when the equality they espouse is dictated by the goddess, or should I say, the Hierophant. In the end, they will have the same life and death control over all Norzelia that they now hold over the Roselle. And our wounds from the battle with Esfrost have only begun to heal. Hyzant will destroy us if we wage war against them in our current state. But they stand little chance against us if we ally with Esfrost. Ally with Esfrost? Are you of sound mind, Benedict? Quite. Think about it for a moment. Esfrost wants nothing more than to loosen Hyzant's grip. They will go to war if it means control of the salt crystals. Our interests are broadly aligned, yes, but... Esfrost has been building toward precisely that purpose for some time now. You speak of the Death Knell, the weapon that Cordelia mentioned. Precisely. A weapon capable of reducing the goddess's shield to rubble, leaving Hyzant's capital ripe for the taking. Without that weapon, we cannot win. You need only say the word, and I shall convince Esfrost to join our side. I appreciate your candor, Benedict, and I do not doubt you could secure Esfrost's cooperation. But I fear the harder fight is within our own domain. King Roland's heart will not be easily won. I bid you listen closely and calmly to what I'm about to ask. From whence this somber tone? Do you believe King Roland is fit to rule? What are you implying? Decorum is of little use when the fate of our realm is at stake, Lord Serenoa. Are you content to spend the rest of your life in servitude to another? Not another word, Benedict. Roland is more than my king. He is my friend. And you are Lord of House Wolfort, whose military prowess is known to all Norzelia. Not the guard dog of Glenbrook and Hyzant. What else are you here to do, if not to protect your house and keep its banner aloft? But you have the potential for so much more. All Norzelia could be yours if you but desired it. Treason, if not outright regicide. These are your suggestions. Of course not. The blood in your veins and the royal family's ring are claim enough to the throne. There is no need for violence. I told you not to speak of that again. But you did not tell me to forget. The time to reckon with your lineage draws near. You must make a... I've heard enough. Leave me. Just know that I will do anything you ask of me, Lord Serenoa. I pray that you make the right choice, not only for House Wolfort, but for yourself. Wir nähern uns einer der letzten Entscheidungen des Spiels. Und diese bestimmt auch noch darüber, welches Ende wir bekommen. Und ich hoffe mal, wir haben bisher keinen Fehler gemacht. Ein weiteres Mal steht Haus Wolfort an einer Begabelung. Die Waage muss ihr vielleicht wichtigstes Urteil fällen. Die Geschichte befindet sich an einem entscheidenden Punkt. Wir empfehlen dir, einen Spielstand anzulegen, und für spätere Zwecke aufzubewahren. Zum Speichermenü wechseln? Ja. So, das ist jetzt etwas, das ich bedenken muss. Speicherstand 1. Werde ich ab jetzt nicht mehr überspeichern. Das ist eine absolute Absicherung, falls irgendetwas schief geht. In der Hoffnung, dass es soweit bisher alles geklappt hat.
Theoretisch sind wir auf dem richtigen Pfad. You are certain Hyzan's army marches for the Grand Norzelian mines? There is no doubt. They've heard word of the crystals. It was only a matter of time. We knew this. Esfrost's army gathers at Twinsgate as well. War's breaking out over this thing, and we've got to be ready. How will Glenbrook respond, King Roland? There's no need to prepare for war. I have decided that we will surrender the salt crystals to the holy state of Hyzant. What? Furthermore, I hereby declare that the kingdom of Glenbrook and its people shall submit to the goddess and her teachings. There is no way to bring happiness to all Norzelia with the salt crystals, which is why I have chosen a path that will allow the greatest number of people to live in equality and harmony. How could you? Do you not see that Hyzant's dominion over Norzelia's salt is why we are in conflict already? Is the suffering of the Roselle not proof enough that the goddess's vaunted equality is a lie? She speaks the truth, my king. Handing over the salt crystals is tantamount to giving Hyzant's goddess free reign of Norzelia. Will you so readily surrender the realm to the Hierophant? I acknowledge the abdication of my kingdom and kingship alike. A small price to pay in my eyes, in exchange for the security and prosperity of the many. And the sacrifice of the Roselle, is that a small price to you? It is. How could you say such a thing to my face? I, for one, oppose. I would prefer to ally with Esfrost and strike back at Hyzant. The salt deposits within the mines give us the leverage we need to convince Gustadolf to join us. Ally with Esfrost? You dare suggest we ally with the man who murdered my father? I see no reason why we should not. You proposed abdicating the throne for the sake of the kingdom and its people. So you should have no trouble putting aside your own feelings and judging this matter dispassionately. I cannot believe my own ears. I will not have you lecture me on feelings when it is not your father he murdered. None of you can see beyond your own grievances. It's no wonder my people have suffered for generations. We're told to believe in the goddess, while our own lives are thrown away to make a few more grains of your precious salt. And now, even with proof that the goddess is a lie, you would watch us dig our own graves for your comfort. Lady Frederica, please. We shall speak of the Roselle in due time. No, I've heard that before. Your due time is never, and I will not have you cast us aside for another 3 decades or more. All else is in disarray. If Hyzant seizes the salt crystals, we forfeit the best opportunity in decades to free my people. We know the truth. We must act upon it. We must be a light in the darkness. We cannot afford to dilute our forces when the enemy marches on us as we speak. So we are a distraction to you? I am merely being rational. Liberating the Roselle would be extremely dangerous. We cannot take such a risk. Suppose we succeed. How do you propose we fend off the fury Hyzant will rain down upon us? Esfrost would pounce on us, sensing weakness at the undue burden we've taken upon ourselves. Precisely. We would be without allies and ripe for the taking. There is another way. And what, pray tell, would that be? We set out alongside the Roselle in search of Centralia. Centralia is a myth. The legends of my people are true. I care not one whit if they are. I will hear no talk of forsaking the Wolfort domain. Silence! I have heard enough to know where each of you stand. Do you all hold the courage of your own convictions? I do.
Nothing I've heard here has swayed me. I feel the same. Very well. I would ask for some time to think on the matter. So, jetzt gibt's die Entscheidung. Haben wir alles richtig gemacht oder nicht? I understand each of you keenly, my friends. You have not arrived at these decisions lightly, and I do not doubt your convictions. Yet choosing any of the options before me risks creating a schism among the others. I cannot afford to lose any of you. Not after how far we've come. Which leaves me only one option. Wir haben es geschafft. Wir haben die goldene Route. So, wir können uns jetzt entscheiden. Entweder wir verzichten darauf und lassen die Waage entscheiden, welchen Weg wir gehen. Oder aber wir suchen einen völlig anderen Weg. Im Normalfall würde ich euch entscheiden lassen, aber da das eine halbe Ewigkeit gedauert hat, darauf hinzuarbeiten, bumm. Nay, I mustn't give in so readily. There must be another way. One that will bind us together, not tear us asunder. Now then, to find it. Jetzt brauche ich meine Notizen. Zu meinem privaten Playthrough. Certainties first. We cannot afford to relinquish control of the salt crystals to any one nation. Salt necessarily belongs to the people, and on that point I shall not waver. There must be a way to bring about the lasting peace Roland desires without the need for Hyzant's warped teachings. Hyzant moves to take the Grand Norzelian mines as I contemplate this, and must be stopped. They will no doubt make an ostentatious show of power in an attempt to intimidate us. What's worse, they'll soon be at our door, and we'll not defeat them with our army alone. Surely there's a way we can hold them off. Wir hungern die feindlichen Truppen aus, wir locken sie in die Feuerfalle, wir spülen sie mit dem Wasser des Norzelia-Sturms hinfort. Wir locken sie in die Feuerfalle. Moment, habe ich mich da nicht vertippt? Ja. Es sind insgesamt 4 Entscheidungen, die wir treffen müssen. Of course. We'll draw them into the village and set the vast majority of their forces alight. The Hierophant will never relent, however. Hyzant will bear down on us with the full force of their army. We've no chance of winning a protracted war. Hyzant must fall, and quickly. We need Esfrost. We need the Death Snow. 'Tis the only way we'll pierce the goddess's shield. I hardly relish the thought of asking Gustadolf to come to our aid. He'll no doubt demand the salt crystals in return. Who might help us get our hands on that weapon? Eventuell perfekten Laila von den Heiligen Hallen. Bleibt uns am Ende doch nur Gustadolf. Vielleicht Svarog. Lord Svarog, yes. He swore to fight alongside us. This time he made good on his word. We share a common enemy in Gustadolf. He'll be a boon. There is still the matter of how we invade Hyzant and incite the Roselle to rebel. Wir könnten das Geheimnis der Göttinnenstatue am Salzsee lüften. Wir könnten den Hyzantern die Wahrheit erzählen. Wir könnten ein Attentat auf den Hierophanten versuchen. Das wäre das, was ich sehr gerne tun würde. Aber nee. Wir könnten das Geheimnis der Göttinnenstatue am Salzsee lüften. Yes. He'll blast away the statue and reveal Hyzant's lies for all to see. If the Rosellan legends are true, an enormous pillar of salt rests within the goddess's statue. Revealing that will prove that the Roselle spoke truth all these years. Goddess and Hierophant alike will lose all claim to authority, leaving them open to a revolt from a united Roselle. And now we have the means to make the explosives
that will bring Hyzan to its knees. Just one problem remains. How will we manage to pass through the goddess's shield? No banner could pass into Hyzan without arousing suspicion. Unless... Sie gehören zur Travis-Bande, sie gehören zum Handelskontor, sie sind Rosal. Sie gehören zum Handelskontor. Unless they've no banner at all. The consortium, of course. One glimpse of the salt crystals ought to bring Claris to the table. So long as I play to his self-interest, the rest will follow. I have it. I've found a way to give everyone what they want most in one fell swoop. The salt crystals will belong to all, not just a privileged few. The people of Norzelia will finally be lords and ladies of their own making, masters of their own destinies. Benedict's fervent desire to protect the domain's integrity, Roland's yearning for equity, Frederica's resolve to free her people. I hear you all, my friends. You're not alone. Nor are the countless others who look to me at this late hour. If ever there were a time to heed my father's last words, it is now. I must forge my own path and lead my people. The scales cannot save us this time. The words of my closest confidants have revealed a way forward that the scales never could. All that remains is to convince them to follow me down the path I have made. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. Wenn Klagen die Herzen entflammen könnten. Abgeschlossen. Und wir speichern. So, ich bleibe dabei, ich werde Speicherstand 1 nicht mehr überschreiben. Denn dadurch kann ich zumindest einen anderen Weg, vielleicht sogar alle 3, noch demonstrieren, wenn wir hier durch sind. Taking up the mantle of his late father, Lord Simone, and the ill-fated Dragan, Serenoa returns to present his allies with a bold new vision for Norzelia's future. Kapitel 17, Akt 2. Nur wer die Sehnsucht kennt. I have made up my mind. We turn the salt crystals over to no one, but we do not keep them for ourselves. Instead, we distribute them equally to every person across Norzelia and change the face of the continent. Do you hear yourself? Do you mean this sincerely, Serenoa? What of the Rosal? I speak my conscience, and I promise I have not forgotten the Rosal. Pray, grant me the time to explain my strategy. We must put an end to the teachings if we are to release the salt to all Norzelians. Which is to say, the holy state of Hyzan must fall. So we are to take up Benedict's proposal? No. I propose we attack on 3 separate fronts. At the same time? We will use our domain's wildfire to prevent Hyzan from capturing the mines. Meanwhile, I wish to negotiate an accord with Esfrost that affords us use of the death snell. I know full well the risks involved. However, I believe we can convince Svarog, who opposes the Archduke, that an alliance is worthwhile. Finally, we expose the falsehoods that prop up Hyzan's precious teachings and incite another Rosellan uprising. In one fell swoop, we can abase the Hierophant and throw the capital into chaos.
That accomplished, we shall sack the holy state with Esfrost at our side. With both the source and the crystals in our possession, no one in Norzelia will ever want for salt. We can bring peace, equity, and stability to all Norzelia, just as Roland envisioned. We can restore the Wolfort name to its former glory and usher it into a new era, as Benedict desires. An era, my dear Frederica, in which the Roselle shall be free once and for all. What I ask may sound impossible, but we have survived long odds before. Let us cling together and do so once again. Do any present have objections to the path I have set before us? None for me, lad. You've quickened the very blood in my veins. Permit me to speak plainly with Your Majesty. I am in agreement with Lord Serenoa. We cannot dream our desires into reality. Some things must be fought for and won. We've tried your way, Benedict. It's time we tried something new. What say you three? I am ashamed to admit that my obsession with the domain's safety may have blinded me to more aggressive solutions. Your plan is audacious, perhaps even reckless, but it is not impossible and may well be worth the risk. House Wolfort is better for having you at its helm, Lord Serenoa. The fate of my people always felt so small compared to the war raging around us. Yet you would still choose to walk a dangerous path, rather than cast the Roselle aside. It would be my honor to fight alongside you, and see this through. I honestly thought Hyzant would rule better than I could. That they would bring prosperity to Norzelia. I shrank from my duties and lost myself to the idea of revenge upon Gustadolf. I may well have betrayed my own kingdom. But you, Serenoa, opened my eyes to the truth. And for you, my friend, as King of Glenbrook, I shall face any enemy and lead our people to glory. Then we've no need of the scales. Our path is decided. From here on out, we shall split into 3 regiments. Allow me to explain the role each has to play. I pray that clarifies what each regiment needs do. Prolonging the war risks slowly driving the 3 kingdoms to ruin and starving their people in the process. Not to mention, all involved will lose sight of what they were fighting for if they haven't already. Agreed. 'Tis for the good of all if we bring it to a swift and decisive end. And so we find ourselves contemplating war on 3 fronts. Hyzant and Esfrost aren't expecting such drastic action from us. The element of surprise may deliver us victory. As will the leader of each regiment involved in this gambit. I shall lure the Hyzantian army to their doom here at Castle Wolfort. Svarog knows who I am, and swore he would fight alongside me. I shall depart for Esfrost and hold him to his word. Pray, let me be the one to journey to Hyzant. I would love nothing more than to expose their false idol for all to see, and lead my people to rebel in the name of freedom. Then I shall secure the help of Claris of the Consortium in exchange for information about the salt crystals. He can secret you inside the capital and provide you with explosives enough to fell the goddess. Though we fight on distant fronts, we are bound together in spirit. We fight to the last for Norzelia! For Norzelia! So. Nur mal sowas Neues. Ist überhaupt noch jemand da? Zur selben Zeit.
can't be. General Avlora? Of the Esfrosti army? Former General. I come to you now as a citizen of Norzelia, nothing more. I come to House Wolfort in search of sanctuary. I beg you, have the mercy to take me in. Wait here. General Avlora, we thought you missing. Indeed, it was your actions that caused my brief disappearance, though I bear no grudge for how the battle ended. This time, however, I come to you with a humble request. I wish to join your ranks, if you'll have me. You wish to defect? To what end? That we may bring this fraught and fractious chapter of Norzelia's history to a close. I would see those of Lady Cordelia's generation preside over an era of peace and tranquility. You've every right to doubt me when I say Lady Cordelia has touched me. But I swore to be her sword forevermore, not Esfrost's. We have long been enemies. You've taken much from us in Esfrost's name. I know you to be many things, General Avlora, but a schemer and a liar are not among them. I trust that you speak true, and your talk of a swift end to this conflict appeals to me. We are of the same mind. My lord. Nevertheless, there remains bad blood between us. There may be some within our ranks who are less than pleased to see you. I expect there will be. I understand their hurt, and have made my peace with it. I will suffer their slings and arrows gladly, if it means bringing peace to Norzelia. I admire your conviction. Hey, es ist ja doch noch jemand da. Hallo, sorry. In truth, we have already arrived at our decision. Your strength is a boon we can neither hope to replicate nor replace. I welcome you, General Avlora, to House Wolfort. My sword is yours, Lord Serenor. Okay, dabei fällt mir ein, ich muss dir unbedingt, das schreibe ich dir nachher über Discord, mal meine beiden Charakternamen in Final Fantasy XIV geben, oder besser gesagt den einen, den du nicht kennst. Der zweite ist ja der Stream-Charakter. Also hat sich dir angeschlossen. Für die Freundesliste. Und ja, wie du siehst, gab es bereits die Entscheidung, welchen Weg wir einschlagen. Und leider haben wir den goldenen Pfad komplett verfehlt. Und sind leider, und haben uns leider dafür entschieden, Frederica zu helfen und die Rosal zu befreien. Nee, natürlich nicht. Avlora kommt nur im perfekten, nur auf der goldenen Route dazu, von daher ist das völlig klar. Ach ja, ich sollte vielleicht mal wieder... Ich weiß gerade gar nicht, bin ich auf Chaos oder bin ich auf Light? Now, Serenoa, let us divide House Wolfort into 3 regiments. I leave the allocation of forces in your capable hands. Alpha. Choose wisely. Once the plan is in motion, we won't have the luxury of adjusting our strategy. Understood. Ich habe so lange nicht in die Datenzentren geguckt, dass ich da gerade überhaupt keinen Plan habe, aber der Server ist Alpha, das weiß ich. Deine Einheiten teilen sich in einem weiteren Verlauf der Geschichte in 3 Gruppen auf, die unabhängig voneinander kämpfen. So, wir haben... Moment, können wir rein theoretisch? Nee, leider nicht. Wir haben einmal Frederica als Truppenführerin, einmal Benedict und einmal Roland. Puh, unschön. Ich hätte ja gesagt, ich erstelle fix auf Chaos einen neuen Charakter. An und für sich ist das ja kein großes Problem. Aber ich habe heute mit meinem Hauptcharakter die A Realm Reborn Story endlich abgeschlossen. Nach den... Ich glaube 7 Allianz-Raid-Dungeons. Waren es 7? Ich meine ja. Und das mache ich nicht nochmal in nächster Zeit.
So, heißt, wir können hier unsere Leute ein bisschen durch die Gegend schmeißen, wie wir wollen. Und ja, jetzt muss ich mal sehen, welcher Trupp was tun wird. Mehr oder weniger würde ich gerne in jedem Trupp ein paar meiner Top-Einheiten haben und ein paar schwächere. Nase juckt. Damit ich immer auf passende Leute zurückgreifen kann. Und dann sehen wir weiter. Jo, Serenoa ist in Rolands Trupp. Ich muss die Leute mal ein bisschen besser aufstellen. Soweit das machbar ist. Wir können pro Trupp bis zu 9 Leute reinholen. Und dann wird sich das zeigen. Wie gesagt, erstmal kurz die Leute ein bisschen besser aufstellen. Und dann müssen wir mal sehen. Die vordere Reihe werde ich für die 9 Top-Leute holen. Klaro. Werde ich für unsere 9 Top-Leute holen. Von Frederica, Benedict und Roland abgesehen. Das heißt, ich ziehe jetzt erstmal alle nach hinten. Avlora zu Roland. Das werden wir gleich sehen. Das Dumme ist, wir können Avlora mit dem, was wir haben, leider nicht mehr voll trainieren. Was heißt, sie wird sich nicht ganz so gut weiterentwickeln. Ergo, sie wird zwar mit Stufe 28 in der zweiten Reihe hier hinten stehen. In der Reihe der Truppen, die einfach so noch mit dabei sind. Anfangen werde ich aber mit den Leuten, die tatsächlich bereits stärker sind. Ja, das ist auch wieder wahr. Wobei, rein theoretisch kann ich sie tatsächlich mit in die erste Reihe stellen. Avlora, du kommst darüber. Aus Gründen. Dafür geht allerdings Serenoa zu Frederica und, wo bist du? Groma zu Benedict. Denn ich habe immer noch die Vermutung, dass Groma, die als Frosty General ist, in den Archibald sich verguckt hatte damals. Daher, ja. Gut, das heißt, wir haben 2 Top-Leute in den Truppen, weil Anna ist hier mit drüben. Dann würde ich noch sagen, Erador als Defensivtruppe würde ich... Er ist nicht ganz so heimlich unterwegs. Würde er in der Verteidigungsmacht bei Dinggut ankommen? Sicher ist, ich werde nicht Maxwell und Avlora in denselben Trupp packen. Die beiden sind im Großen und Ganzen recht stark. Heißt, Maxwell wird ebenfalls hier verteidigen, während Flanagan mit nach Aelfrost geht. Er gehört nicht zum Haupttrupp, ist aber schon recht hoch gelevelt, daher passt das. Torrington bleibt mit in Wolfer, er bleibt mit bei Ding. Julio ebenfalls. Hier drüben haben wir Ersana als Magierin dabei. Sie ist sogar Mitglied des Haupttrupps. Weswegen ich hier tatsächlich bereits das mal umbauen kann. Als Anzeige. Hier. Groma bleibt mit hier drin. Archibald auch. Lionel ist so ein bisschen Nebeneinheit, der bleibt beiseite. Nabas, was ich mit dir mache, weiß ich noch nicht. Du zählst eher als Haupteinheit als Nebeneinheit, von daher, jo. Jens, du bist definitiv Nebeneinheit. Wie sieht's bei dir aus? Nach Heisand nehmen wir Milo mit. Sie kann uns da definitiv ein bisschen besser reinbringen. Piccoletta wird hier auch nützlich werden. Immerhin, sie ist sehr gut, was Ablenkung angeht. Gila bleibt bei Frederica, definitiv. Und ich würde ja sagen, Huet bleibt beim King, aber dann müsste ich Nava 4 rausziehen. Oder, wie hieß er, Jens? Wobei das tatsächlich eine gute Idee wäre. Aber dann hätte ich beide Falkenreiter in einem Team und das wäre ein bisschen unschön. Heißt, sie bleibt hier unten. Hossabara würde ich als zusätzliche Heilerin nicht mit hier reinnehmen. Das sind die beiden, die sich noch ein bisschen aufteilen werden.
Ich will in jedem der Teams wenigstens einen Heiler. Heißt Lionel als Händler und Mitglied des Konsortiums. Kommt mit hier rüber. Hasabara bleibt hier. Damit ist Benedikts Team vollzählig und fertig. Vorerst. Wenn noch jemand Ideen hat, nur raus mit, dann werden die noch mit eingebaut. Heißt, Jens, du kommst noch mit hier rüber. Ein Schmied, der sich mit Sprengstoff auskennt und ein bisschen arbeiten kann, der wird bei der Demolierung der Statue recht nützlich sein. Und das bedeutet, wir haben Medina als Heilerin hier und Navas als zusätzlichen Magier hier. Die anderen beiden Trupps haben nur einen Magier, das ist ein bisschen weniger schön. Lässt sich aber nicht ändern. Wobei ich mir da noch nicht 100% sicher bin, ob ich das so belasse. Ich würde mal fast sagen, ja. Das lassen wir so. Die Gruppen können später nicht mehr umgestellt werden. Wirklich fortfahren? Ja. Und jetzt muss ich mal auf die Uhr gucken. 10:30 mittlerweile. Das ist weniger schön, weil wir immer noch in Kapitel 17 sind. Das heißt, Ende um 11 Uhr ist leider sicher. Benedikts Trupp. Operation Feuersturm. Aber dafür beenden wir beim nächsten Mal komplett. Raises their army on the presumption they can seize the Grand Norzelian mines for themselves. The Hierophant has ordered them to destroy House Wolford as well. We, however, will not yield. The salt crystals are ours, and we will defend them with our lives. Hyzant shall bend the knee at the tip of our blades. Their army may have the advantage of numbers, but even that will mean naught against our wildfire traps. The Hyzantian army blindly obeys the Hierophant. But the Hierophant has no power here. We choose our own path, and we have the courage of our convictions. This battle is but the first step on the path Lord Serenoa has laid before us. Let us take this first step together and rejoice. For Norzelia, now and forever. Rolands Trupp, Operation Zwillingstor. Twins Gate is sealed. Gustadolf hardens his defenses at the encampment within. We will approach the gate and request an audience. We may yet find common ground with Esfrost. The duchy wields the Death Snell, a weapon capable of reducing the goddess's shield surrounding Hyzant to rubble. We need that weapon if we are to break the Holy State's stranglehold on Salt, and thus Norzelia. I know this may feel a betrayal to some of you. Esfrost invaded us. They are the enemy. They murdered my father and brother, and I will never forget nor forgive them for it. But I believe if Father were still here, he would see that I go to Esfrost for the right reasons. That I ask them for aid so that we may thrive. For above all, a king's duty is to his people. And I would sooner cast out the shadows of the past by building a brighter future than lament our lot in life. I ask for your aid in building that bright future. Let us walk the path set before us by Serenoa, and lead Norzelia into a new era of peace and prosperity unlike any we've known. So, ich hoffe echt, die Aufteilung funktioniert. Fredericas Trupp, Operation Götterdämmerung. To the plan. We shall slip into the capital of the Holy State, disguised as a band of merchants from the Norzelia Consortium. Lord Claris has taken on no small amount of risk in agreeing to help us gain entry. We are truly in your debt, Lord Claris.
I stand to gain more from a liberated Norzelia, where Hyzant no longer dictates the terms of trade and commerce. In short, spare no extra thoughts for me. This is as much a business consideration as it is helping those in need. As he says, this is for the future of Norzelia. We now endeavor to destroy the goddess's likeness that serves as a pillar of their teachings. If the Rosellan legends are true, we will find that the statue concealed a massive pillar of salt that was stolen from my people. This salt pillar is incontrovertible proof that the teachings and the goddess around which they are built are lies. The faithful will be shaken to their core, and the Hierophant's power will wane. With luck, we may even show the Roselle they were without fault, inciting them to rise once more and cast off the yoke of their oppressors. This is nothing less than a battle to wrest control of Norzelia from the clutches of a capricious and vengeful goddess. Have you prepared the explosives, Lord Claris? Prepared and loaded onto a cart, my lady. Enough to bring the goddess back to Earth, I should think. Excellent. Then let us depart. You are a marvel, Lady Frederica. A Rosellan with as frosty blood, fighting under House Wolfort's banner. Who better than you to challenge Hyzant's tyranny? Do you not feel the weight of destiny upon you? This is not destiny, Lord Claris. Nothing could be less certain than the moment in which we find ourselves. Serenoa and I have traveled a long, hard road together. It brought us here, but it does not end here. And so we walk on. Now you seek to fell the goddess. You are possessed of an iron will, if you'll forgive the expression. I shall take that as a compliment. Watch over us, Mother. Nur wer die Sehnsucht kennt. Abgeschlossen. So, wenn ich das jetzt so richtig sehe, haben wir ab diesem Punkt noch 4 Kapitel oder, ja, wenn ich den nächsten Abschnitt hier noch als Kapitel zähle, noch 4 vollständige Kapitel. Also, was von Kapitel 17 nenne ich jetzt mal das Vollständiges. Kapitel 18, 19, 20 und 21 sind sogar 5. Also vielleicht sogar noch mehr. Across the border, the Hyzantian army marches, its sights set on the Grand Norzelian mines. At its head is Exham Marshal of the Saintly Seven. Seizing control of the salt is not his sole objective. He has come to investigate disturbing rumors that Serenoa Wolfort has forsaken the blessing of the goddess. Knowing the answer to that question and the repercussions it will provoke, House Wolfort and its allies have carved out a strategy on which their survival will hinge. They will divide their forces into 3, each acting in concert to outwit their adversary. Roland will lead a company to the Asfrosti border, where they will entreat Lord Svarog for his support and the use of his death's knell. Frederica will lead her own retinue to the source to reveal the lies of the goddess's teachings and rouse the Roselle to action as her mother did before her. Benedict will remain in the Wolfort domain, ready to risk all in an effort to stave off the Hyzantian army. United by their faith in Serenoa's vision, each takes to their preparations with resolve, understanding fate's judgment is at hand. Kapitel 18, Akt 1. Brennendes Blut. Tatsächlich noch 4. Und mir fällt gerade auf, ich hätte vielleicht Serenoa bei Benedict lassen sollen. So von wegen Lord bleibt im Heimat und so. How diplomatic of him, considering his forces already surround the castle.
Doubtless he'll demand that we surrender the salt crystals, and that we bow our heads low to the Hierophant. We'll deny him, of course, and a battle will follow. We must make ready. The common folk have been led to shelter, and we have oil aplenty. All that is left is to steel our resolves. Although our forces are fewer, we have the advantage of terrain. Prudent use of our traps will turn the tide of battle in our favor. The enemy knocks at our gates, but we must remain calm as we form our strategy. Our friends await news of our victory. So. Sehen wir noch. Gibt es noch andere? Nein. Benedikt bereitet Wolfswort auf den heißen Sturm vor. Sein Plan ist narrensicher. These traps will set our foes aflame, but at the cost of the city. We survived one battle without resorting to them, but the stakes have risen substantially. However, any means shall be justified by the end we fight for, the future we fight for. I will do what I must to win. To that end, I would survey the terrain one final time.
Damn it! Das habe ich nicht mitbekommen, aber egal. Ich werde jetzt nicht nochmal mit allen. Ihr konntet das Ganze ja lesen und das würde jetzt zu viel Zeit kosten. Denn der Plan sieht vor, gibt uns leider nicht mehr so viel Zeit. Das lief gerade ein bisschen... Jo. Unschön. Ja, erstmal weiter, weil ich den Plan jetzt noch fertig hinkriegen muss. Ich gehe stark davon aus, Heisens Truppen spawnen hier. Heißt, wir fangen mit dieser hier an. Sowie dieser hier, das setzt die beiden Häuser hier unten in Brand. Oder die 3 hier. Und sobald sie da durch sind und hier in dem Bereich landen, kommt diese Statue dran. Bevor wir fortsetzen, wo ist die nächste? Haben wir nur 4 Statuen? Waren das nicht 5? Ne, dann ist die letzte hier oben bereits. Die das Gebiet hier vorne in Brand setzt. Die oberste Ebene. Und wenn da noch zu viele Leute übrig sind, haben wir verloren. Nach dem Ganzen. Aber das wird sich zeigen. Die Feuerfallen werden auch die Stadt in Mitleidenschaft ziehen. Wir müssen sie so sparsam und effektiv wie möglich einsetzen. Die fangen an beiden unteren Treppen an, also hier und hier. Ergo genau wie erwartet. Wir müssen den Teil, der hier unten anfängt, nur hier rüber locken. Und nach Möglichkeit vielleicht sogar, dass sie sich aufteilen und ein Teil hier entlang geht. Und der Teil, der hier ist, muss hier hin. Und ebenfalls hier raufgelockt werden. Wenn ein Teil hier rauf kommt, haben wir dann noch die Feuerfalle für die beiden und dann passt das. Also im besten Fall funktioniert das. Später auch bei den Soldaten ganz links. Ergo bei dem da. Ja. Ich mache mir nur gerade ein bisschen Sorgen, dass die Verstärkungen, die sie bekommen werden, uns erledigen werden. Aber das sehen wir dann. Denn damit ist die Erkundung beendet und wir können alles vorbereiten. Wolford ist bereit für den Kampf. Jetzt müssen wir nur noch auf Exam warten. Ja, ich hoffe, dass wir die am häufigsten da reingelotst bekommen. House Wolford certainly has a curious way of greeting visitors. As the Holy State has a curious way of announcing its arrival. I believe we can dispense with the formalities. We won't capitulate to your show of force. Then you turn your back on the Holy One? That is correct. You will not step foot inside the mines. You will not lay a single finger on the salt crystals. I hope you understand the gravity of your words. The salt crystals represent the power to rule over Norzelia. You're a fool if you think we will let you have them. It represents much more than that. It represents the end of your tyranny, the end of the suffering you've inflicted on our realm for generations. You care not for the happiness of the common people, nor do you give a whit for our house's survival. And I take it that means you intend to survive this little outburst of yours. Allow me one question then. What will you do with the salt crystals? We will set right this world you've corrupted. What fools you are. You would orchestrate your own destruction for something as uncertain as what is right. A pity. I had hoped young Serenoa would be a strong ally. A shame he has chosen a false cause. History shall attest to the justice of our cause and the wickedness of yours. I needn't await history's judgment, Benedict. You and yours are naught but heretics, and you shall share the fate all heretics share. In the name of the goddess, I declare your lives forfeit. So, dann hoffe ich mal, dass der Kampf was wird. Aber, mit Blick auf die Uhr gerade mal, ja, tatsächlich. Hat sich ja sehr super ausgegangen. Grob 10 Minuten vor dem Ende des geplanten Streams im Kampfbeginn.
Heißt, wir können hier speichern. Ich kann mich fürs vorher Zusehen bedanken und mal sehen, wen wir raiden werden. Ich sag's direkt vorneweg, ich werde wahrscheinlich mit Benedikts Trupp nochmal trainieren gehen. Mit mehreren kann ich das leider nicht. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass wir das gewinnen können. Und beim nächsten Mal wird es definitiv einen exorbitant langen Stream geben. Ich sage euch auch direkt warum. Das nächste Mal, wenn wir Triangle Strategy spielen, wird der letzte Triangle Strategy Stream sein. Wir werden das Spiel dann definitiv beenden. Alle 4 fehlenden Kapitel durchmachen, USW. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, aber wie gesagt, da wird ein bisschen vorher noch trainiert, dass Benedikt hier sicher überleben kann. Morgen geht's weiter mit Elden Ring. Da müssen wir auch mal weitermachen. Und jetzt sehe ich mal nochmal nach. Der Neo ist echt in dieses Spiel vertieft. Würde ich sagen, schmeiße ich euch rüber zum Neo. Der streamt Octopath Traveler 2, der kommt auch immer weiter. Und sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Triangle Strategy und im nächsten Stream. Ciao, Leute! Moment, ich hätte erstmal... Egal. Jo, jetzt muss ich noch ein paar Sekunden überbrücken, weil ich wieder mal dämlich bin. Bevor ich das vergesse, das erste Sub-Emote ist drin und wir haben natürlich einige Änderungen dabei. Aber die seht ihr beim nächsten Mal. Ciao, Leute!